So, wir sind wieder da. Wir sind zurück bei BPM Berlin und sitzen hier heute in verändertem Setup in der Alten Münze in Berlin. Das heißt, wir sind quasi so ein bisschen auf Clubtour gegangen und erfreuen uns bester Gesundheit bei diesem tristen Berliner Winter. Das ist auch ein bisschen kalt hier. Das ist quasi die Fröstel-Winter-Episode. Aber ich bin richtig happy, denn wir haben einen richtig coolen Gast hier. Er ist halb Mensch, halb Schnurrbart. Er hat schon in Kriegsgebieten aufgelegt. Er war mal Hundetrainer, glaube ich. Und er ist sowieso auch Weltmeister im Nice Guy sein. Perplex ist hier. Hallo. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Jo, darf ich dich Lukas nennen im Podcast? Auf jeden Fall. Jo, das ist Lukas, aka Perplex. Und jetzt werden wir mal einen schönen, coolen Talk haben. So, das war die Anmoderation. Oh, jetzt können wir aus dem professionellen Teil rausgehen und einfach ein bisschen sabbeln und labern. Erstmal, wie geht's? Wie war dein Wochenende? Gut, entspannt. Das letzte Wochenende waren wir nur in Antwerpen. Das ist für mich eine Autofahrt von 2,5 Stunden aus Dortmund. Kein Flughafenstress, kein nerviges Getravel, kein Liquid Limitation. Das ist alles dann war super easy. Und ja, Antwerpen auch eine super schöne Stadt. Ich habe super viele Freunde da. War dann eine coole Gruppe, die dann zusammen in den Club gegangen ist. Und das macht dann auch, gibt dann immer viel. Nice. Und macht dann viel Spaß. Ist tatsächlich eine coole Stadt. Gell? Die haben diese fette große Kathedrale. Generell Architektur super, super schöne, ich sag mal Museen, wenn man mal Zeit hat. Ja. Gastronomie auch top. Und ja, so irgendwie eine coole Kneipenkultur auch an sich. Wart ihr Fritten essen? Diesmal nicht, nee. Diesmal aber auf jeden Fall belgische Fritten oder auch belgische Waffeln. Das ist halt immer so das Ding, was ich mir da gerne so Klassik-Touri-mäßig dann gerne mal rein zwitscher. Sehr geil. Und wie war der Gig? Gig war an sich cool, cooler Vibe. Nur hatten die den Venue-Problem, die mussten spontan wechseln und dann wurden wir von 1600 auf 400, 500 runtergedrosselt. Das hat dann einfach intern bei der Orga so ein bisschen für Chaos gesorgt. Ja. Und dann gab es so ein paar Soundschwierigkeiten. Einfach so dann so Kinderkrankheiten, die passieren, wenn man so spontan so Orga-Sachen wechseln muss. Das ist dann einfach so. Ja. Aber hat mir mega Bock gemacht. Ich hatte viel schranzig groovigeren Sound gespielt, was ich seit noch vor einem Jahr in Antwerpen hätte nicht spielen können. Das hätten die Leute da nicht so geil gefunden. Ja. Und bei 1 Jahr zurück hast du aber auch gar nicht diesen groovigen Sound gespielt. Ne? Da wollte ich später sowieso noch hinkommen, aber... Ja, ich habe es eingestreut mal hier und da in die Set. Ich habe ja nicht immer nur Bella Hart gespielt. So, das war immer so eine gewisse Reise so durch so ein Set. Ja. Aber man hat dann schon gemerkt, die Leute haben dann eher sind mal eine rauchen gegangen oder so, wenn es dann so groovig wurde. So. Genau, das ist jetzt halt genau anders. Da haben die Leute schon vorher geschrieben, cool, dass du kommst, bring deinen Sound mit, das ist richtig geil, da mache ich Bock raus. Und das ist halt so, da merkt man richtig, dass da was wächst, so in Belgien oder zumindest in Antwerpen. Das ist halt das. Ja, dann lass uns doch gleich mal in das Thema reingehen. Tatsächlich, dann überspringen wir ein paar Punkte und dann kommen direkt, weil du gerade das Buzzword genannt hast. Mich hat das mal interessiert, weil du hast ja jetzt so vor einem Jahr circa, hast du deinen Sound schon ein bisschen geswitcht? So ungefähr und bist, also weil du hast ja schon sehr, so diesen Arrangement-Techno, habe ich das immer genannt, Hard-Techno produziert und was dafür bekannt und hast dann aber diesen Switch gemacht hin zu mehr so homogenerem Sound auch einfach und Groove und so ja, wirklich technoiderem Techno sozusagen. Wie kam das dazu? Es ist ein bisschen komplizierter noch. Also es ist vor allem aufgedröselt darauf, dass mein Ruf quasi, der war holländischer Hardtechno. Also erste Reihe, Arme hoch, oberkörperfreie Crowd und quasi, genau, ja, ne, wird immer schneller der Sound und immer härter und es war dann halt so, dass die Events, auf denen ich gebucht war, fingen dann halt schon weit über meiner BPM Comfort Zone an im Warm-up und dann spiele ich und dann war es immer so, ja gut, irgendwie Kampf. Auflegen war für mich wie Kampf, weil ich musste mit mir selber kämpfen, jetzt Härteniveau irgendwie zu halten oder was auch immer. Und dazu dann halt auch irgendwie so typisch ADHD. Man hat sich auch ein bisschen gelangweilt in der Musik, die man so irgendwie lange Zeit selber gemacht hat. Kam irgendwie nichts Neues, keine Inspiration. Und um einfach auch selber so ein bisschen, ja, so das öffentliche Image zu brechen, habe ich dann ein, zwei so Special Groove Sets gespielt, wo ich dann Nibiri zum Beispiel dann auf der Hidden Stage dann auf 4 Decks komplett verrückt Tribal, Raw und halt Hypnotic gespielt habe, Hardgroove. Das hat übel Bock gemacht. Die Leute waren, Surprise war so announced so, aber die Leute waren trotzdem überrascht, als sie dann da hingekommen sind. Und habe auch auf Selected, hier Shoutout an Frederik, eine EP released, die Catcall EP, die halt auch sich unter 550 BPM befindet. Ja. Ganz entspannter Sound. Das ist halt interessanterweise eine EP, die ich so in der Form, die Tracks schon vor glaube ich, 5, 6, 7 Jahren, also vor Corona gemacht habe die quasi einfach nur recycelt, aufgewärmt mit meinem heutigen Knowledge. Aufgewertet. Wie würdest du sagen, haben so die erste Reihe Krieger, die Oberkörperfreien, reagiert, als so dieser Soundchange kam? Also hast du viele irgendwie
jetzt merkbar so Fans, Hörer verloren, dass die gesagt haben, nö, ich will aber aufs Maul bekommen von Perplex am Wochenende, oder? Ich habe tatsächlich gar nicht so sehr, also generell diese harten Areas habe ich gar nicht mehr die Klang genommen, einfach weil es mich wirklich tief frustriert hat, da zu spielen. Ja. Das hat mich wirklich gestresst vorher. So, dann hast du voll nicht mehr gut geschlafen, weil ich mir dachte, das spiele ich gleich. Was spielt der vor mir? Die anderen Artists noch super ausgecheckt. Ja, also konntest dich dann auch gar nicht mehr so frei entfalten, wo du eigentlich hin solltest. Ja. Ich habe mich irgendwie so forciert gefühlt in so eine Richtung, wo ich gar nicht so zwingend zu Hause bin. Die Sets, die ich jetzt spiele und auch gespielt habe in diesem Jahr, um es jetzt mal so grob anzureihen, war gemischt halt auch mit weicherem, also softeren und groovigerem Elementen. Immer noch natürlich harter Techno. Wir sprechen jetzt nicht über Tech House oder so. Ja. Aber halt jetzt nicht so extrem industrial hart, wie das die Leute vielleicht erwartet hätten. Und dann ist natürlich die Frage, was postet man für die Visibility, für eine Brand Identity? Was spiele ich vielleicht trotzdem noch, weil Leute auch einen gewissen Sound von dir erwarten, also alte Songs von dir, die man gemacht hat oder so, die spiele ich dann trotzdem noch und die Leute freuen sich. Ja. Die Front Row kann das auch ab. Also ich merke auch nächstes Mal ein bisschen frech in Erziehungsfaktor. Die Leute verstehen dann auch, okay, das geht jetzt hier nicht in eine komplett andere Richtung, als sie es erwarten. Das ist vielleicht nur 1, 2 Songs. Und so hält man die Leute auch bei der Stange und kann vielleicht auch neue Sachen zeigen, wo ich mir das DJing für mich auch als spannend empfunden habe. Voll, das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, das Handwerk des DJing eigentlich, dass du Leute educatest mit Sound. Also, dass ja niemand, also du bist ja der sozusagen die Wissensbibliothek an Musik mitbringt. Ja. Und dann bist du natürlich auch irgendwie der Künstler, der seine eigene Vision und seinen Sound oder Produzent, der das irgendwie darstellen will. Aber letzten Endes bist du ja auch derjenige, der so ein bisschen die Leute educated. Ich habe schon so auch das Gefühl, dass in den letzten Jahren dieser Loudness War, den du ja eigentlich beim Produzieren hast, dass alles immer lauter werden muss und doller, das hast du halt auch irgendwie bei dem Hard Techno jetzt wieder gehabt, dass der Hard Techno musste noch immer härter werden. Jetzt sind wir eigentlich bei so Raw-Style und bei diesem Industrial-Zeug angekommen und das ist jetzt eigentlich so hart, dass es wirklich Hardcore ist und so weiter. Deswegen kann ich das nachvollziehen, dass man da dann irgendwie merkt, so, ich wollte eigentlich nie Hardcore machen. Also ich wollte da gar nicht rein und so. Und also nicht falsch verstehen, ich mag das. Ich mag Mucke. Keine Ahnung, wenn man mal es schafft, ins Gym zu gehen, sich da durchzubeißen, dann höre ich so eine Mucke auch super gerne. Dann zwar eher die älteren Sachen, die man so von, keine Ahnung, 2010 irgendwie kennt, Angerfist, keine Ahnung, wie man da nennen möchte, so die Sets von früher auf dem Soundcloud. Da fühle ich mich auch wohl und das macht mir auch Spaß zu hören. Aber es ist halt fürs Auflegen und für das, was ich irgendwie als Brand mache, als Künstler mache, irgendwie nicht die Richtung gewesen. Und soll nicht heißen, dass ich den Sound hate oder da irgendwie die Künstler nicht respektiere oder so, gar nicht. Aber einfach für mich war es einfach nicht mehr mein Platz oder war es auch noch nie mein Platz, da zwischen irgendwo zu stehen. Ich finde tatsächlich auch, dass die Art, wie die Musik läuft, also gar nicht mal wie hart die ist, sondern die Arrangements und Spielweise von der Musik sozusagen. Also ich meinte ja gerade schon dieses Arrangement-Techno und homogener Sound, der so durchläufig ist, der dieses Treibende, immer weiter Treibende hat. Ich finde, das macht auch eine Party komplett anders, oder? Voll. Also eine ist dieses Showmäßige, so wie man wartet auf das nächste Gimmick, den nächsten Drop, und das andere ist wirklich dieses Reingrooven, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ich kenne es von mir als Producer, aber auch als DJ und als Dude, der in seinem Kinderzimmer mit einem Controller gegen die Wand gespielt hat, so, dass man halt so 1, 2 coole, ich sag mal als Beispiel, klassisches Element Fake Drop, 1, 2 coole Fake Drops im Set hatte, wo man die Leute dann hatte. Meine Wand im Kinderzimmer. Aber halt jeder Track hat einen Fake Drop. Und jeder Track hat noch einen Kick-Switch und noch einen Kick-Switch. Und dann wird das halt so. Das Gimmick nutzt sich ab. Und das gab es ja früher schon im Hardstyle für Leute, die damals schon in der Szene drin waren. Das war dann halt auch irgendwann so ein Meme, dass jeder Song immer ein Fake Drop ist. Und das führt dann halt auch irgendwie dazu, dass sich so trichtermäßig dann irgendwie das so ein bisschen wegentwickelt. Ja, oder halt so, genau, oder andersrum so sich verästelt und wieder in eine andere Richtung so rausentwickelt. Voll. Genau, deswegen habe ich da einfach, um das nochmal zur Frage zu kommen, für mich einfach entschieden, ich muss irgendwie einen Break machen, habe Special Sets gespielt. Ich habe bei uns auf dem Rooftop in Dortmund mit Kidball, Urstein, ein Hauslabel aus Dortmund, habe ich ein House-Set gespielt, weil ich habe 2013 mit House angefangen, eigentlich Mucke zu machen. Das fand ich auch super cool. Ist natürlich dann immer gelabelt als Special Set und das ist jetzt so, aber ich zeige einfach ein bisschen Diversität. Ja. Und das Ganze führt jetzt für mich einfach hin, dass man einfach den Hard Techno, wie man ihn auch ursprünglich nie kennt, viel schranzig, viel treibender, viel auch tanzbarer, dass das so die Welt ist, wo ich jetzt versuche, meine Message zu setzen und meinen Footprint zu hinterlassen. Sehr, sehr cool. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, wir waren ja mal auf einem Event von dir in Düsseldorf, war das im Gate Club. Ja, das hat leider zugemacht, aber... Hat leider zugemacht? Ja, die haben es nicht geschafft. Schade. City und so, aber war richtig gut. Ja, das war richtig cool, weil das war so einer von diesen klassischen Techno-Clubs, wie man das kennt, dass du so gehst so runter, du hast keine Spiegel auf den Toiletten, du hast keine Möglichkeit irgendwie
mit einem Handy nach außen zu senden, weil du eh keinen Empfang hast und bist so komplett abgeschottet in dieser eigenen Welt. Und dann läuft dieser bunkermäßige, immer weiter treibende Techno, da war halt gar nichts mit Show und so weiter. Und ich muss sagen, war auf so einer Party sehr, sehr lange nicht mehr. Und damals war ich da und fand es richtig geil, weil das hat mich auch wieder so richtig zurückgeholt in diese alte Zeit, wo Techno eigentlich herkommt, oder? Ja, ich glaube, die Leute vom Gate, also das Event, was wir da gemacht haben, war ja auch ein Collaboration-Event mit Antea. Die sind sehr so nerdiger Techno und sehr, also richtig proper Techno. Die haben dann auch alles mit Pflanzen ausgestafft. Ja, das ist sehr geile Deko auf jeden Fall. Ja. Richtig cool. Und das war für mich dann, wir haben quasi so ein Collab-Ding gemacht mit mir, Special Groove Set, und dann haben wir da eine Nacht durchgefeiert. Hat ultra Spaß gemacht. Aber der Club an sich ist halt auch klassisches Ding, was gerade so durch die Medien geht, so Clubsterben und so, haben wir auch damit wirklich Probleme gehabt, dass sie halt nicht die Big Lineups gebucht haben, die gerade überall irgendwie spielen. So die großen Namen, die alle Lineups gerade zieren. Das ist ja auch nicht möglich in einem Raum mit 200 Leuten oder so auf dem Dance. Ja, ich glaube 300 maximal, wenn alles offen ist. Ja. Das ist halt irgendwie schwierig und dann die Kosten sind trotzdem hoch. Und du kriegst den Laden halt selbst mit 300 Leuten nicht voll, weil die Leute heute nicht dieses Vertrauen und dieses Wissen dem Club überlassen, ey yo, ihr macht da eine coole Nacht für uns, wir kommen einfach hinterher, sondern die kommen halt im Namen und Line-Up basiert und das halt bei 300 Capacity da und auch in vielen anderen Clubs, das ist halt nicht möglich. Funktioniert halt manchmal, weil so DJs ja manchmal sagen so, ey, ich will auch mal irgendwie wieder diese Clubshows spielen und so weiter, aber das ist halt dann so vereinzelt und verteilt hier und da, ne? Das macht die Masse nicht. Das ist das nochmal zum letzten Wochenende in Antwerpen, von der großen Location Ampere in Antwerpen hin zum Capital Club oder Club Capital. 300 Leute, niedrige Decke, da hat es schon fast eine Bunkeratmosphäre gehabt, so, ne? Also nicht so niedrig wie im Bunker, aber schon cool. Kleine Booth, nicht so Big Stage Presenting mit Spotlight. Das hat so richtig Bock gemacht. Das war ich konnte auch einfach mal 10 Minuten auf die Decks gucken und durchmischen. Ja. Mich nicht darüber im Hinterkopf ärgern, dass ich jetzt irgendwie nicht für die Kamera oder die Leute nicht entertained habe. Ne? Ja, das ist ja auch immer dieses Ding, wenn du vor der Kamera stehst. Ich meine, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das für dich war. Das hat ja einfach so vor 3 Jahren angefangen reinzuhitten, dass wirklich die Videografen einfach so Standard geworden sind und man auf einmal anfangen muss, auch zu performen irgendwie oder halt zumindest irgendwie sich damit beschäftigt hat, wie hebe ich meinen Arm? Oder wie gucke ich gerade eigentlich oder so, wenn man angefangen hat, sich zu sehen. Das ist wie wenn man seine Stimme zum ersten Mal reden hört. Das war ja beim Podcast total komisch, sich irgendwie die ganze Zeit selber reden zu hören. Aber was war mein Punkt? Den habe ich jetzt verloren. Nee, also, wie das auf Kamera ist. Wie war das für dich, dieser Change? Also musstest du dich da krass dran gewöhnen oder hast du dann gemerkt, so das geht eigentlich relativ easy, weil ich kann die Kamera ausblenden? Ich kann Kameras aufblenden, ich kann aber auch, wenn ich jetzt mit einem Team arbeite, was kenne, dann weiß ich auch zum Beispiel, die stehen dann irgendwo hinter mir, dann kann ich auch mal den Move machen, weil ich weiß, ich möchte daraus irgendwie ein cooles Reel schneiden, weil es mein neuer Track ist oder so. Ja. Macht schon Sinn. Wir haben jetzt natürlich auch oft Multicam-Setups, was auch völlig verrückt ist, dass das jetzt mittlerweile Standard ist. Jeder, der ein Multicam-Setup hat, das ist ein immense Kosten, entweder für den Videografen oder für den Artist, der das selber kauft. Das ist schon verrückt. Da musst du nicht mehr so kameraaktiv auf die Kamera irgendwie zugehen oder dich umdrehen oder so, weil man da natürlich mehrere Winkel hat, die das einfach abgreifen, so wie hier ja auch. Ja. Aber machst du das, dass du dann bei den festen Kameras beim Multicam dann in die Kamera auch irgendwie machst? Dann blendest du es dann aus? Da habe ich dann die Freiheit, weil ich mich dann nicht darauf konzentrieren muss, wo ist denn jetzt gerade eine Kamera, die mich möglicherweise einfängt für den Moment, weil ich habe ja 3 verschiedene Perspektiven und da die Chance ist sehr gering, dass ich da dann den Moment irgendwie verpasse. Ja. Ich sag mal, gut auszusehen, cool auszusehen für ein Reel. Ja, was du gerade meintest, man gewöhnt sich irgendwie an die eigene Stimme beim Podcast, wenn man es erstmal hört. Ich glaube, wenn es irgendwelche Insecurities gab in meinem Leben, oberflächlicher Natur, die haben sich instant gehumbelt. Als ich das erste Mal auf großen Bühnen stand, keine Ahnung, 13.000 Leute, Bühne, alle Leute Handys raus. Und dann sieht man sich auf einmal von allen Blickwinkeln, die nicht der Spiegel sind. Ja. Dann will doch jeder als Fettpölzerchen und jeder wird auf einmal sichtbar. Das hat mich sehr schnell gehumbelt und auch irgendwie mit mir selber im Reinkommen sein, so Selbstakzeptanz, so, das war so sehr schneller Heilungsmoment, weil kann es ja auch nicht ändern. Ja, wirklich. Ich glaube, das ist nämlich der Punkt, du kannst es ja nicht ändern. Also entweder du kannst natürlich einfach nicht mitmachen, so wenn du keinen Bock drauf hast, aber wenn du halt irgendwie vorankommen willst und in diesem Wettbewerb irgendwie weitermachen willst und so, dann kannst du es halt nicht ändern und dann musst du dich halt irgendwie, das war zumindest mein Gedanke, wo ich dann gemerkt habe, okay, gut, ich kann das nicht ändern, ich bin halt, also vielleicht bin auch jetzt gerade nicht ich die Person, die da ist, weil die bewerten ja das halt, so, wenn sowieso, dann bewerte ich mich da irgendwie, aber niemand kommt ja auf dich zu und bewertet jetzt, wie du da aussiehst und so weiter, die sehen dich ja die ganze Zeit, nur du bist ja derjenige, der dich nur so partiell immer wieder mal sieht. Ja, und das war auch intern gemeint, also mit mir selber quasi. So, ja. Nee, ich kann jetzt tatsächlich nur von mir reden, weil ich hatte damals echt große Probleme, da rein zu striven, so.
und da cool und entspannt mit zu werden. Und für mich hat das dann nur funktioniert, indem ich irgendwie angefangen habe, mir ein Gimmick zu suchen, hier die Sonnenbrille und mir die Maske aufzusetzen und dann zu merken, okay, gut, ich kann diese Bühnenpersönlichkeit irgendwie auch so ein bisschen abgrenzen von Chris. So. Wobei ich dann aber auch merke, ich bin aber auch Chris auf der Bühne. Also ich bewege mich ja total natürlich, nichts davon ist gestellt oder so. Also es ist so ein bisschen paradox auch. Würde ich auch bescheinigen, weil ich kenne dich natürlich jetzt persönlich und auch als Bollmann und sehe natürlich auch deinen Content und würde da jetzt nicht irgendwie denken, ist aber unauthentisch. Oder so, das habe ich dir noch nie gedacht. Das würde ich dir auf jeden Fall bescheinigen. Ah, danke. Aber dann funktioniert die Schauspielerei auf jeden Fall ganz gut. Was ich für mich feststelle, ist viel schlimmer in Anführungszeichen, viel herausfordernder ist diese ersten 2, 3 Reihen, die so gut beleuchtet sind, dass man die sieht, die aber einen die ganze Zeit dann anstarren. Da brauche ich dann immer so 10 Minuten und das ist Kamera gar nicht das Problem, sondern eher, dass halt Leute dann wirklich die ganze Zeit konstant auch den Blickkontakt manchmal zu dir suchen. Voll. Und dann irgendwie mit dir interagieren wollen. Wenn du so ein Introvert bist, eigentlich im Herzen, das ist super anstrengend, wenn du halt die ganze Zeit beobachtet wirst. Ne? Dann gleichzeitig musst du aber ja mit der Crowd interagieren. Auch. So, also man wäre. Und dann ist es halt immer irgendwie das Notausgangsschild am Ende des Floors, auf das ich dann gucke und das anlächle. Sieht so aus, als würde ich die Crowd anlächeln. Der Techniker, der hinten steht, ist immer mein bester Freund auf jeden Fall. Genau, das ist so meine sagt man, Strategies. Ja. Aber das ist auch ganz komisch. Ich check auch nicht, wie ich das früher in Clubs gemacht habe. Wie ich angefangen habe, feiern zu gehen, habe ich jeden die ganze Zeit angeguckt und angelächelt und war mit jedem sofort an Connecten und sofort Augenkontakt aufgebaut. Und mittlerweile ist es wirklich so ich gucke die dann so 2, 3 Mal an, dann gucke ich wieder so ganz schüchtern verlegen dahin und dann merke ich so, Digga, hör mal mit deinem Kopfkino auf, so mach einfach und so weiter. Aber das ist krass, also meistens kriegt man das ja ganz gut hin, dass man dieses Kopfkino nicht hat und nicht irgendwie in Gedankenstrudel verfällt, aber das ist insane manchmal. Vielleicht geht's ja auch so, kommt man irgendwie auch nicht so richtig raus. Oder beziehungsweise es hittet einen dann so, dass man merkt, okay, krass, ich habe gar nicht so das Problem mit irgendwie, dass mein Kopf mehr Streiche spielt, dass ich schüchtern bin oder so. Es ist eher dieses, wie ich das vorhin schon meinte, ich spiele in meinem Kinderzimmer für meine Wand. Ja. Genauso nerdig, habe ich runtergeguckt, ich bin dann wie so ein Kind. Ah, du warst dann eher in diesem so zu sehr... ich fange an rumzuspielen. So dann, es gibt dann Slipknot bei den 3000er oder 3000er X das neue. Ach, was kann das denn nochmal? Und dann, weil ich fange dann rumzudaddeln. Da würde ich mich nie trauen. Ja, weiß ich nicht, das ist so ADHD, ich langweilig mich halt super schnell. Ich kann kein Ping-Pong-Set spielen, Track A, Track B, Track B, Track A, das ist mir zu langweilig. Deswegen fange ich dann auch an, auf den Deck noch irgendwas Lustiges zu machen. Das ist ja gut, nee, das mache ich in diesem gewohnten Rahmen, den ich dann habe, aber ich würde niemals drauf kommen, irgendwie so Knöpfe auszuprobieren. Ich dich noch nicht kenne. Auf dem Deck, wo der Fader unten ist, ist okay. Ja? Ja. Nee, cool. Tatsächlich, lass uns aber mal noch ein paar Schritte zurückgehen. Das ist ja mal ganz interessant, in so einem Podcast mal zu erfahren, so wer ist eigentlich die Person hinter dem Video und so weiter, hinter den Tracks. Mich interessiert, wir saßen mal in einem Backstage und dann hast du mir erzählt, dass du Hundetrainer mal warst. Da habe ich irgendwie von meinem Hund erzählt und so weiter, dann bist du so voll mit dem Fachwissen gekommen. Da war ich so, hä? Ja, und Hundetrainer nicht ganz. Also ich habe den Schein nie gemacht. Ja. Das wäre das gewesen, was ich noch hätte machen müssen, quasi. Aber ich war sehr lange und sehr viel im Tierschutz aktiv, habe da dann jemanden kennengelernt, der hat noch selber einen Panikhund. Da mussten wir dann in die Hundesozialisation gehen, neben noch einer Hundeschule, wo dann zum Beispiel, wir hatten auch sehr viele Listenhunde. In NRW gibt es eine Hundeliste, eine Rassenliste. Wenn du eine Listenhund hast, dann musst du ja bestimmte Vorgaben erfüllen. Ja, kenn ich. Irgendwelche Wesenstests machen und so. Und das für die Hundesozialisation mit meinem Panikhund, die Dame, die Ela, die war quasi so wie dieser Milan in Deutschland quasi, so Hundetrainer oder Hundeleute kennen den aus Fernsehshows. Die ist da super eine Koryphäre in ihrem Bereich und da durfte ich dann, weil ich auch direkt 2, 3, 4 Straßen weiter wohnte, bin ich da also super regelmäßig hin. Die hat mir alles gezeigt, was sie wusste, ganz viele Tricks und da bin ich dann richtig aufgegangen und da richtig Spaß dran gehabt und dann war es irgendwie auch eine Idee, das vielleicht irgendwie beruflich zu machen oder so, keine Ahnung. Habe mich dann aber, ja genau, dann gab es irgendwie dann Möglichkeiten, dann irgendwie einen Konzern Ausbildung zu machen und dann da direkt auch übernommen zu werden und dann habe ich da ganz gute Konditionen bekommen und dann war es mit dem Hundethema dann auch irgendwie so ein bisschen dann doch mehr Hobby und ich habe ja sowieso mit den Hunden zu Hause zu tun und da hatte ich jetzt den Anspruch, den Schein zu machen. Und hast du noch irgendeinen crazy Job gemacht? Also irgendwas, was man jetzt gar nicht erwarten würde? Ich habe, glaube ich, alles gemacht. Also von Getränkemarkt, Lagerarbeiter ohne Staplerschein, den Stapler umschmeißen und so Scheiß. Ja, geil. Ich glaube, also da hast du auch mal richtig mal locht. Im Nachtbau 7 Jahre. Ich habe stellvertretenden Küchenchef gemacht, ungelernt. Ich habe mich da irgendwie hochgearbeitet. Oder war der Einzige, der da war? Keine Ahnung, was der Grund war. Ich war Filmvorführer in einem historischen Kino. Ich musste noch 13 mm Filmspule, also Hände schneiden, vor 18 Uhr ohne Zigarettenwerbung, nach 18 Uhr mit Zigarettenwerbung. Crazy. Und dann, keine Ahnung, die ersten Twilight-Filme gab es dann auf so einer dicken Filmspule.
Dann musste ich so eine Wendeltreppe nach oben klettern und den dann oben einhängen, über 16 Rollen verteilen und dann durch so ein Fenster gucken, noch scharf stellen und so. Ja. Okay, crazy. Also wir hatten auch einen digitalen Raum. Wie alt bist du eigentlich? Das habe ich nie. 31. 31. Okay, krass. Bist du ein Jahr, 2 Jahre älter als ich. Ja. Okay, crazy. Nee, sehr cool. Und wenn ich das fragen darf, was ist in deiner Kindheit dann passiert, dass du dir gedacht hast, ich muss mich jetzt auf eine Bühne stellen? Das habe ich tatsächlich nie gemacht. Ich habe diesen Gedanken nie gehabt, auch nie Bühne. Wie ich zur Mucke gekommen bin, ist mein Bruder oder meine ganze Family sind super musikalisch. Ich klassisch ADHD, habe angefangen Klavier zu lernen, fand ich langweilig, wollte nicht weitermachen, Schlagzeug gelernt. Ja gut, Stunden, man kann ja zu Hause spielen, weil man keinen Bock mehr zum Unterricht zu fahren. So. Nie richtig zu Ende gelernt alles. Immer so angefangen, das war ganz lustig, aber dann nie wirklich weitergemacht. Und dann in meinem ersten Handyvertrag, viel zu teuer, selber abgeschlossen mit 18, dann gratis iPad dazu bekommen. Und da war GarageBand drauf. Und dann habe ich auf dem Weg zu meiner Ausbildung morgens um 4 in der Bahn auf GarageBand, auf iPad hat er angefangen zu produzieren. Die ersten Sachen gemacht. Und dann habe ich festgestellt, okay, ich kann ja hier alle Instrumente spielen, die ich nie lernen wollte in meinem Leben und es nie geschafft habe, in einem Ding. Und dann habe ich auch so was fertig gemacht. Ohne dass man üben muss vor allem auch. Ja, das ist war für mich auch immer die Hürde. Und es ist halt auch nerdig auf dem Display. Ich kann daran rumspielen, so ein bisschen wie bei kleinen Geschwistern, die man heute hat. Wenn die ein Display sehen, freuen die sich so. So war ich halt. Ne? Ja. Und dann konntest du halt da ganz easy irgendwie was zusammenschustern. Und den Song gibt es auch noch, kann ich dir mal später schicken. Ja, gerne. Ist super wack, also klar. Ich habe auch noch auf Soundcloud meinen allerersten Track, den ich jemals produziert habe, wie so die Außenseiter-YouTube-Intro, so dieser komische Saxophonhaus-Stuff, was man damals gemacht hat. Meinst du, glaube ich das kannst du in der Klinik als Schlafmittel anbieten. Das ist super langsam und super so cheesige Pads, also so ein bisschen Ambient, würde man vielleicht heute sagen. Ja. Und halt auch Velocity von den Clads, alle unterschiedlich, ganz wack, also ganz sehr stimmt. Aber auch lustig, dass man es noch hat. Ja. Aber der hatte irgendwie dann 20.000 Plays innerhalb von einem halben Jahr. Weil er einfach krass. Public war und was auch immer mein Reason war, da war Soundcloud auch noch nicht so das umkämpfte Game. Und das war der Moment. Und dann habe ich mir ein MacBook gekauft, dann Logic, also von GarageBand auf Logic. Ja. Und habe einfach eine Mucke gemacht, so, weil das war mein Output. Also du warst dann auch erst Produzent, bevor dann überhaupt so dieses Techno-Feiern, DJ... Ja, nennen wir es mal Klimperer. So, ne? Also keinerlei Fachstruktur, keinerlei Wissen auch und YouTube-Tutorials gab es in der Form wie heute noch gar nicht. Schon gar nicht für Logic oder für Techno, sondern irgendwie ein FL Studio, How to Make Was mich damals auch voll von den Programmen noch mehr abgeschreckt hat. Also es gab so ein paar FL-Studio-Tutorials und dann gab es so, Ableton kam so langsam irgendwie, aber so Logic und es gab noch Steinberg und Cubase und sowas. War für mich so komplett, das war irgendwie so richtig kryptisch auch alles. Ja, und vor allem auch bei Logic, bei Ableton als Beispiel für Techno, die Leute haben dann halt nicht so dieses Beginner-Ding. Da hast du Beginner-Tutorial, aber dann war das schon 20 Schritte weiter, als du es eigentlich brauchst, wenn du wirklich Beginner bist mit dem... Ja, und du hast halt diese ewig langen Tutorials gehabt, wo du dich halt durch, hier ist die Funktion, da kannst du die Farbe von dem Button anpassen und so weiter und das macht das, aber da war ja nie so ein Tutorial wie jetzt so mache ich den Sound von iHate-Models, so mache ich den Sound davon und so weiter, damit du so in deiner Hemisphäre ungefähr bleiben kannst. Das gab es auch damals gar nicht, da gab es ja gar nicht die Leute. So, stimmt. Die All Mainstage-Guys, da hat man das versucht, irgendwie nachzubauen und dann konntest du da ein teures Sample wegkaufen oder so, das war das aller Gefühle. Ja, es gab nur die Sample Packs von ReFX Vengeance, die die Klassiker. Oder halt die Cashmere, Volume 1. Genau, Cashmere gab es damals auch schon, stimmt. Ja, genau, das war so der Werdegang und dann Kollegen gehabt, die ihn aufgelegt haben, auf irgendwelchen Scheunenpartys im Märkischen Kreis. Dann fand ich das irgendwie ganz cool und dann auch so, ich sag mal, Videos auf Tomorrowland, EDC, keine Ahnung, gesehen dann von den großen Artists. Das ganz toll gefunden. Mir den ersten Controller gekauft und dann ging das so, 2015 war das. Und dann bis jetzt. Das ist so die Geschichte. Nice. Ja. Wann kam so der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, gut, ich will davon leben oder ich kann davon leben oder wo das alles so ein bisschen realistischer geworden ist? Ich habe ja die Perplex-Brand gegründet von Zero in 2020, genau als es Corona gated hat, einen Monat vorher oder so, bevor die ersten Lockdown-Geschichten kamen. Habe ich gesagt, ich möchte all mein Fachwissen, das ich mir die letzten Jahre gesammelt habe, mal in eine neue Brand packen und das einmal richtig aufziehen. Also dann auf einen neuen Namen gemacht. Genau. Also und von Zero, halt Zero Follower, keinem gefolgt, komplett fresh und auch Algorithmus in Zone zu setzen und so. Und dann wuchs das irgendwie stetig durch Corona, dort trotzdem noch irgendwie so mal hier 100 Follower gemacht, dann mal 200 und so. Welche Corona-Geburtstagspartys gespielt und so, was da so möglich war im rechtlichen Rahmen. Und gut, dass du es noch dazu gesagt hast gerade. natürlich alles im rechtlichen Rahmen. Und so wuchs es dann ran. Hab dann Songs gemacht, die irgendwie ungemasterte Versionen vor ADE 2022 an Basewell Trim geschickt. Als ich gegoogelt habe, welche Techno-Artisten gerade im Pipe waren, so neben anderen Namen dann die großen.
Also ich habe es mehreren Leuten geschickt. Ja. Und die beiden haben es dann aber rauf und runter gespielt. Ja. Und ich wache auf, Trim hat mich erwähnt in dem Reel als Track-ID, Unreleased Perplex. So, der hatte da schon übelst viele Follower, war übelst im Hype. Und dann wache ich auf einmal auf von 1000 auf 4000 Follower. So, like this. Nice. Und dann, okay, krass, dann nochmal gepostet. 10.000 Leute in Bogotá, Riesenfestival, er spielt die Nummer. Leute rasten aus, fallen Ja, geil. Und das ist dann so ein Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich habe jetzt Semi-Traction gerade drauf. Das funktioniert, die Leute waren da super begeistert. Denn die Nummer war dann auch 6 oder 7 Wochen auf der Nummer 1 auf Beatport und hat richtig viel Bewegung reingebracht. Und der Weg dann zum Vollzeitmusiker war dann eigentlich wirklich der, als es darum ging, verlängere ich meinen Vertrag oder nicht. Ja. Für meinen Job. Ich hatte einen DAX 30 Konzernjob. Das heißt, es gab dann so einen Absprungmoment. Ja, und man hat halt auch das Problem, ich habe in der Immobilienwirtschaft gearbeitet, das ist halt sehr Anzugträger, Stock im Arsch. Ja. Und wenn man dann am montags morgens einmal zu viel gegähnt hat, was ich sowieso gemacht hätte, weil ich immer müde war morgens, Ja. gab es halt direkt den Kommentar, so, ja, hier hast du da auflegen dann, mit deinem Techno, mit der Musik. Das ist halt dann so ein bisschen schwierig, mich da auch wohlzufühlen. Als Jüngster dann auch ein Team und so, das war dann halt so, der frisch aus der Ausbildung kam. Ja. Und dann habe ich dann auch gesagt, okay, dann klappt es jetzt gerade gut. Habe mich dann für einen Tag arbeitslos gemeldet und dann direkt selbstständig gemeldet, damit ich immer diese Punkte da habe, oder das heißt. Und seitdem funktioniert das einfach. Ja. Also es ist ohne Strategie, ohne Plan. Also das ist, glaube ich, so, bei mir war das auch so, dass ich schon irgendwie immer gedacht habe, aber Jahre davor gedacht habe, ich will darauf hinarbeiten, aber man hat dann diesen Absprung nicht so richtig gefunden. So, ich habe mich jetzt nicht krass unwohl gefühlt in meinem Job, aber wusste trotzdem so, ich will eigentlich nicht im 9-to-5 weiter hängen. Und trotzdem, glaube ich, braucht es aber diesen Moment, wo du dir denkst, okay, nee, gut, jetzt muss ich die Ausfahrt nehmen. Auch jetzt ist es noch nicht perfekt, weil es kommt nie dieser perfekte Moment, wo du denkst, so, ich bin jetzt safe und das kann ich jetzt easy machen. Ja. Weil man hat diese Sicherheit nicht und dann muss man erstmal sich also bei mir war das so, ich musste mich dann erstmal ein halbes oder ein Jahr auf die Selbstständigkeit erstmal einstellen. Also mental auch. Ich weiß nicht, hattest du das auch, dass du so Existenzängste hattest? Ja, die habe ich jeden Tag gefühlt, weil Finanzamt Deutschland... das check ich. Also halt auch mit den Vorsteuerzahlungen und dann weißt du auch nicht, bis der Brief... Hey, läuft nur so kalter Schauer und das liegt nicht an der Temperatur, da irgendwie kalter Schauer hier gerade über den Rücken. Genau, also es wäre, wenn das alles klar war und kommuniziert wäre, wäre das alles toll, aber dadurch, dass man auch nicht weiß, was passiert, bis der Brief da ist, ist es halt auch alles ziemlich schwierig. Gerade in Dortmund ist es auch ein bisschen schwierig, die Leute zu erreichen und so. Ja. Ein Thema für sich, da kann ich jetzt 2 Stunden über mich auslassen und wird wahrscheinlich am Ende des Tages kann man einen anderen Tränen in den Augen machen. Also Existenzängste in dem klassischen Sinne nicht. Aber es begleitet einen immer wieder. Also ich wäre viel befreiter, wenn das ganze Thema Steuern, ich sag mal, viel entspannter, steuerzahlerfreundlicher wäre. Ich meine jetzt nicht im Sinne von weniger Zahlen, sondern das System viel mehr Planungssicherheit geben würde. Krankenversicherung, ich zahle mehr Krankenversicherung als Miete. Ja. So als Selbstständiger ist so eine Erkenntnis, die man hatte, so, das ist halt brutal. Aber ich glaube, ich würde, wenn du mich jetzt in eine gleiche Situation zurückstecken würdest, wo ich damals war und nicht den Zwang hätte, quasi jetzt mein Job sagt, ja, Vertragsverlängerung, müssen wir mal gucken, weil du gehst mir montags morgens ein bisschen zu viel. Ja. Ich müsste mir jetzt was anderes vielleicht suchen oder mit denen nochmal in Verhandlungen gehen, dass hier jetzt hinkriege. Das ist ein bisschen dieser Zwang, Tritt ins kalte Wasser. Ich glaube, ohne das hätte ich mich nicht getraut. Ja. Das war halt wirklich so gezwungen zum Glück. Und heute kann ich nur sagen, es ist auch für Mental Health und so viel besser gewesen für mich, auch einfach so diese, in meinem Tempo mein Ding, mein eigener Boss sein. Ja. Auch die Erfahrung zu sammeln, dass wenn ich es nicht mache, passiert es auch nicht. So, das gibt mir erstmal einen Arschtritt auf gut Deutsch. Ja, check ich komplett. Gleichzeitig aber auch irgendwie Confidence so und Bei mir ist eher das Problem, dass es dann auch mal in die andere Richtung ausschlägt, also dass ich mir eher dann zu viele Arschtritte gebe und dann eben im Workaholismus hänge sozusagen und dann eher noch in so einen Burnout verfalle. Irgendwie, da bin ich Weltmeister drin tatsächlich. Ja. Aber spannend. Also ich finde dieses Thema mit Selbstständigkeit, Existenzängste, das ist was einen irgendwie auch ständig begleitet. Und ich glaube, das kriegt man auch nie so ganz los. Ich habe mit Leuten gesprochen, die seit 20 Jahren selbstständig sind, die meinen, du hast immer die Angst, dass es endet. Und fair enough, Unternehmen enden auch mal nach 15, 20 Jahren. Deswegen das ist halt so, aber das Leben geht halt weiter. Und mich hat das auch beruhigt, mir irgendwie auszumalen, so, was ist denn das Worst-Case-Szenario? Also was passiert denn, wenn alles endet und so weiter? Dann stirbst du ja auch nicht. Also dann irgendwas läuft ja immer weiter und vor allem dein Knowledge, dein Wissen hast du ja immer noch und so. Ja, ich glaube, das ist ja auch, ich sag mal, Stichwort älter werden. Mit 40, 50 ist man vielleicht nicht mehr der Touring-DJ. Das heißt, man hat ja dann trotzdem noch Ressourcen, sei es Wissen, sei es jetzt Power, die man sich aneignet. Da wird man auf jeden Fall immer weiterkommen. Aber das Wissen ist ja dann irgendwann vielleicht gar nicht mehr so wichtig, weil es gibt ja AI. Zack, da kommt die Überleitung in das andere Thema. Ja. Lukas, erzähl mal.
was sind denn deine Gedanken, das habe ich mir jetzt auch mal überlegt, was sind denn deine Gedanken zu Musikproduktion und AI, so insgesamt? Insgesamt ist es ein Thema, auf das man gucken muss. Man braucht viel Bildung für die Endanwender, weil es gibt ja zig Artists, die gepusht werden auf Spotify, die in irgendwelchen Positive Flinter Artists to Push Sachen drin sind, die dann einfach von irgendeinem Dude generierte KI inklusive visuellem für deren Erscheinungsbild und so sind. Ja. Millionen von Hörer haben, das ist ein Riesenproblem. Vor allem, wenn dann auch etwaige Personas, die nur so eine Musik machen, dann auch gebucht werden und dann Bookingplätze für echte Künstler oder so. Also das ist ja jetzt noch in dem Kontext von Bookings und Artists, die wirklich touren. Nee, das ist genau da, aber sorry, nee, ich lass dich erstmal ausreden, geh erstmal einen Schritt weiter. Das ist nur jetzt für Spotify Clickfarm, jetzt gerade wo Spotify auch ändert, dass alle Leute unter 1000 Plays ja gar keine Ausschüttung bekommen. Das ist halt so für alle kleinen und Independent-Künstler halt wirklich schwierig, weil diese Generation-Monopol-Marktstellung von Spotify damit noch mehr Probleme kriegt. Für die Künstler, nicht für Spotify. Dann gibt es aber auch den Aspekt, das ist jetzt ein bisschen nerdig-producer-mäßig. Wir haben KI oder AI schon viel länger im Game. Sei es jetzt Ozone, Mastering, Tutorial, also diese Plattform, wo man es einfach drauflädt und der analysiert das. Wenn es um Frequenzanalyse geht, alle diese Tools arbeiten mit KI. Gullfoss ja auch, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Kennst. SUS, als so Plugins, um jetzt hier richtig rein zu nerden. Aber was wirklich neu ist, ist ja tatsächlich Suno. Ja, genau. Das ist so ein bisschen das, wo ich hin wollte tatsächlich. Ja, ich wollte nur, also zu KI will ich nur sagen, es beginnt nicht erst mit Suno, dass wir jetzt mit KI arbeiten, sondern KI ist schon viel früher und viel länger. Ableton an sich ist schon eine KI-basierte Software, weil die ganzen Sachen, die darin passieren, ja auch irgendwie Technik sind, die da irgendwie hintersteckt. Und Rechnung einfach zu rechnen. Das ist ja nämlich der Punkt, weil man sagt immer künstliche Intelligenz, wie als ob da so ein kleines Männchen drin sitzt und dann für dich die Arbeit macht, aber das ist es ja nicht. Das ist einfach nur ein hochkomplexer Rechenprozess, der im Endeffekt dann auch ein Tool ist. Genau, Suno ist etwas, was erschreckend schnell Musik generiert. So. Erschreckend schnell auch besser geworden ist, ne? Ja. Über die letzten 2 Jahre. Ich habe jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte damit gehabt, dass ich nicht weiß. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe es vor 2 Jahren nicht gesehen. Ich habe das erste Mal überhaupt damit zu tun gehabt, als ein Kollege von mir aus den USA bei mir war, der meinte, ja, ich mache alle meine Tracks jetzt, die Vocals mit Suno. Ja. Warum? Weil ich könnte mir auch ein Spice Pack oder ein anderes Sample Pack kaufen, aber dann hat das jeder andere schon benutzt. Hier kann ich die Vocals selber bestimmen und alles selber schreiben und dann generiert er mir das. Das ist ein größeres Sample Pack, so mäßig, sagt er. Und ein individuell zugeschnittenes Sample Pack sozusagen. Genau, für dich halt als Artist dann oder als Producer halt irgendwie so das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja. Ich sehe da Gefahr drin. Ich sehe aber auch, dass wir, wenn wir es nicht nutzen, sämtliche KI eigentlich nicht nutzen, dann auch abgehängt werden sehr schnell, weil die Kapitalgesellschaften, in denen wir alle leben, irgendwie Kapitalismusgesellschaften irgendwie alle nicht langsamer werden, nur weil es moralisch irgendwie oder was auch immer für Gründe gibt, da nicht drauf zu achten. Ich glaube, Kennzeichnung ist super wichtig. Also generiert mit KI ist ja auch Social Media ganz oft schon bei irgendwelchen Videobeiträgen. Und ich persönlich meine es auch zu hören, wenn ich jetzt Songs höre, irgendwie aus Spotify oder TikTok-Promo oder so, meine ich schon hören zu können, dass das irgendwie KI generiert ist. Das ist nämlich jetzt die Frage tatsächlich so, ich finde, dass zum Beispiel Suno ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Also ich arbeite zum Beispiel mit KI in Grafikdesign seit Jahren. Seit es Midjourney gibt, habe ich angefangen, irgendwie nicht wie jeder einfach Bilder mit Midjourney zu generieren und zu sagen, das ist das Artwork, hier nimm's, gib mir 100 €, sondern halt meine Arbeit einfach leichter zu machen, indem ich mir Assets generieren kann, die ich dann wieder da rein verfrachte sozusagen. Also wenn man sich das vorstellt, ich mache eine Bildcollage und dann sind da so, entweder sind es 20% oder es ist das Key-Artwork und dann sind die anderen Prozente drumherum und das Framing und so weiter. Aber es ist ein gewisser Teil, ist KI, aber es steckt sehr viel Eigenleistung drin. So, und in Suno finde ich, dass man irgendwie diesen ähnlichen Workflow mittlerweile relativ gut eigentlich nachstellen kann, dass du dein Produkt, dein Track hast, aber dann generierst du dir irgendwie die Vocals dazu und lässt die KI das in dem sagen. Kann natürlich auch sagen, ja gut, der Arbeitsplatz des Sängers, des Vocalists fehlt dadurch und ist auch ein fairer Punkt. Ich sehe aber tatsächlich auch eine gewisse Möglichkeit, um zu sagen, ey, ich kann noch in Eigenregie noch viel besser genau das rausarbeiten, also genau die Skulptur, diese Soundskulptur mir schaffen, die ich eigentlich haben will. Ich glaube, das ist die Chance, die man dadurch so ein bisschen hat, aber klar, wir haben auch die großen Gefahren. Ja, also ich bin auch gar kein so großer Feind der KI, weil es halt überall irgendwie da ist. Und sei es jetzt Splice Sample Packs oder andere Sample Packs,
gebe ich dir Brief und Siegel drauf, dass da alles voll KI ist. Die Leute, die Sample Packs machen, werden jetzt nicht zu Hause sich hinsetzen und einen Sänger oder eine Sängerin bezahlen, dass die bitte die Samples einspricht. Ja. Das ist mittlerweile alles sehr also ein paar gibt schon noch safe, Klar, aber so Sullivan O'King und sowas. Aber safe, viel in diesen Sachen safe. so gerade so ich nenne jetzt einfach mal diese Generic Packs, die jetzt nicht sonderlich nischig sind. Ne? Dann ist auf einmal das Sample Pack quasi einfach nur Stems. Und die Stems sind so wie aus einem Suno-Stem-Pack. Ja, so, ne? ich finde, die Frage ist ja tatsächlich, wenn du halt sagst, du hast von einem Vocalist das Sample-Pack von ihm, dann ist es aber auf Splice und dann hat es jeder, dann ist es ja nicht mehr unique, weil dann hat es ja jeder. Und dann wird das durch eine KI, wird ja dann aber dein Sound wiederum doch unique, wenn du es halt richtig nutzt. Ne? Das ist der Punkt. Und vor allem, du machst ja jetzt nicht, hey, ich brauche eine Vocal für einen Techno-Song. Ja. Und release das Ding, sondern du beschreibst. Ja, der ein oder andere schon. Ja, aber ich meine, das wird man rausbekommen, denke ich mal. Da wird sich ja auch die Qualität dann irgendwie zeigen und Spreu vom Weizen trennen. Was ich jetzt zum Beispiel mal gemacht habe in der KI, um ein Beispiel zu nennen, ich habe einen Song geschrieben, Vocals gesungen und dann kommen wir wieder zum Thema Insecurities. Ich finde meine Stimmfarbe nicht geil als Sänger und habe das Ding in eine KI geschleust und habe aufgrund meiner Betonung meines Gesangs dem eine andere Stimmfarbe gegeben. Ja. Und das hätte ich jetzt auch mit Melodyne machen können und mit Autotune und keine Ahnung, hätte mir da zurecht anbasteln können. Oder ich habe einfach mir selber eine Stimmfarbe gegeben über ein Tool, was dann in 10 Minuten macht, statt in 3 Stunden und viel Blutschweiß und Tränen meinerseits in der Bearbeitung. Und danach wieder weiter processen. Ja. Dann kommt quasi mein Pfeil, meine exakte Betonung, exakt das Gefühl von mir ist drin, es klingt einfach nur wärmer und für mich angenehmer. Das finde ich zum Beispiel fair für meine Bewertung. Voll. Also genau so einen ähnlichen Workaround hatte ich nämlich auch neulich, dass ich eigentlich einen komplett fertigen Track hatte. So, ich sag mal 90%, du hättest vielleicht noch irgendwie Mixdown und dann das Rausschleifen von allen Elementen. Und dann habe ich das einfach mal probehalber zum ersten Mal in Suno reingehauen und mal geguckt, was macht der damit, wenn ich dem jetzt noch was dazu prompte. Und das hat mir dann nochmal an 1, 2 Stellen ein bisschen Inspiration gegeben on top. Und das hat zum Beispiel bei so einer Stelle, das ist so ein Fill, das ist so ein kleines Transition-Ding, was so 0,5 Sekunden stattfindet. Das hat er genommen und hat das 1:1 quasi abgespielt, aber in einer anderen Farbe, sozusagen. Sodass ich dann gesagt habe, ey, das ist eigentlich cool, weil das könnte ich jetzt so und das kann man auch so gar nicht so bearbeiten, weil der spielt quasi dasselbe, aber mit anderen Instrumenten. Und dann denke ich mir so, hey, das ist doch eigentlich ganz cool. Und dann dachte ich mir so, warum soll man das nicht nutzen? Ich glaube, das ist so diese Frage wie mit dem, so wenn du ein Schiff abbaust oder alle Planken auf dem Schiff nach und nach austauscht, ab welchem Moment ist es ein anderes Schiff und zu welchem Zeitpunkt ist es das gleiche Schiff, nur mit modernen Planken sozusagen. Und halt auch nochmal, Melodien kann man auch über KI mittlerweile über die Software selber generieren, also über Ableton, Generate MIDI und sowas alles. Ja. Welche KI ist jetzt cool und gut und welche ist nicht cool und gut? Ja. Nur weil die halt mehr Public-Werbung für sich selber machen. So. Ich glaube, das ist das Gleiche wie bei den Artworks. Da war vor 3, 4 Jahren Midjourney ein Ding. Hier ganz kurze Anweisung aus der Regie, dass das Bein hochgeschlagen wird. Also sehr gut. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, bei Midjourney war das damals auch so, dass die Nummer rauskam und erstmal fanden es alle total geil, weil es total neu war. Dann war die Möglichkeit da, damit komplette Artworks zu generieren mit Text und allem. Dann hat jeder komplett generierte KI-Artworks gemacht. Und dann war es zuerst für 3 Monate war es okay. Und dann hast du gemerkt, ja nee, das ist ja ziemlich scheiße, weil auf einmal wird alles so steril und diese menschliche Note ist gar nicht mehr drin. Und ich glaube, ob der Tatsache nämlich, dass das schon einfach nur ein Rechenprozess ist und wir noch lange nicht an diesem Punkt angekommen sind, dass dann wirklich du einen Rechenprozess hast, der wirklich wie ein eigenes Gehirn funktioniert, werden wir immer diese Kreativleistung mit reingeben müssen und du wirst dann immer zum Schluss sehen, ob da eine menschliche, persönliche Handschrift mit drin ist oder nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wie du sagst, wie die Spreu trennt sich dann vom Weizen, sozusagen. Ja. So dass man dann sieht, ey, auch wenn jetzt irgendwie KI-generierte Musik rauskommt in nächster Zeit, das wird bis zu einem gewissen Punkt stattfinden und dann wird aber dieses Individuelle, das, was eben Kunst eigentlich auch ist, wird dann trotzdem wieder dominieren, kurz oder lang. Ich glaube aber auch jetzt für die Leute, die vielleicht noch nicht so lange Genres beobachten, die im Trend sind, so wie jetzt Techno gerade in der Mitte der Gesellschaft in Trends angekommen ist oder Paar-Techno. Jedes Genre gewinnt Zulauf, gewinnt Anhänger, gewinnt eine breite Masse global und dann springen die ganzen Sample-Pack-Producer auf, generieren Sample-Packs ohne Ende
Ja. Alle klingen gleich, die ganzen Songs, und das Genre stirbt. Und das ist jetzt das gleiche im Hardtechno gewesen schon. Auch ein Grund, warum ich da ein bisschen für mich ausgestiegen bin aus diesem, was hast du gesagt, Arrangement-Techno? Arrangement-Techno. Weil halt alles gleich klingt. Es klingt alles nach den gleichen Samples. Ich kenne dann die Sample-Packs auch, weil ich kriege sehr viel zugeschickt von Sample-Pack-Manufacturern. Dass hey, probier das mal aus, wenn es dir gefällt, sag irgendwas dazu. Mach ich dann auch super gerne. Aber dann kenne ich die Samples halt. Und dann höre ich genau raus, okay, das ist das Sample aus dem Pack, das ist das aus dem. Ja. Und dann ist es genauso wie mit weichgespült, oder was hast du gerade für einen Begriff dazu gesagt? So, Steril. Ja. Alles klingt gleich, alles ist ähnlich. Und auch dann wird sich das wieder aufsplitten und dann werden sich nur die, ich sag mal, qualitativeren Produkte durchsetzen. Ja. Und so ist mit KI, glaube ich, genau das Gleiche. Ich glaube, das ist einfach jetzt Zahn der Zeit. Das ist tatsächlich aber auch ein Problem des KI-Rechenprozesses, dass wir immer steriler und steriler werden. Also das ist auch bei ChatGPT so. Es steht und fällt mit den Datensätzen. Und wenn wir das Internet, also alle KIs bedienen sich ja mit den Datensätzen aus dem Internet. Und wenn du die Datensätze eben im Internet zumüllst mit KI wiederum, dann ist das so ein selbstreferenzielles System. Und dann ist das wie quasi, du hast so einen Oktaeder oder so einen Dodekaeder, also so einen 31-eckigen Würfel. Und du fängst an, dann aber die Idee ist eigentlich eine Kugel zu machen. Und der bekommt es dann hin, immer noch mehr eine Kugel zu machen. Das heißt, du bekommst ein immer noch glatteres Produkt zum Schluss. Das ist bei Texten so, das ist bei Bildern so, das ist bei Videos so, das ist bei Musik so. Und zum Schluss hast du aber nur noch Kugeln überall. Und dann hast du gar nicht mehr diese unterschiedlichen Dodekaeder. Ja. Der eine sieht ein bisschen so aus und hat die Farbe an der Seite so und so und so. Das heißt, diese ganzen Facetten gehen verloren sozusagen. Und das ist das Hauptproblem. Und das findet immer so lange statt, bis wir die Kugeln haben in allem. Und dann sagen die Leute so, oh, ich habe jetzt aber keinen Bock mehr auf Kugeln, ich will jetzt wieder mit einem Dodekaeder Dungeons and Dragons spielen in Wirklichkeit. Keine Ahnung. Aber genau. Einen letzten Aspekt noch zu der KI, das ist aber für mich ein generelles Ding, ist natürlich die Rechenleistung und was die für die Umweltschäden bedeuten, wie viele Rechenzentren gerade super spannende Podcasts sind. Ja, und super witzige Memes auch, wie teuer der RAM jetzt ist wegen der Rechenleistung. Also das erstmal, aber das ist wirklich eine riesen Umweltbelastung. Was ich dann noch dazu sagen möchte, ist, die Leute, die auf TikTok teilen, wie schlimm ChatGPT ist, weil es so umweltbelastet ist. TikTok braucht das Doppelte von ChatGPT an Umweltressourcen. Krass. Das heißt, das muss man sich alles angucken. Ich will nicht Oberlehrer belehrend wirken, aber es ist halt alles umweltbelastend und schlimm. Das heißt, wenn man es vermeiden kann und am Taschenrechner eintippt, anstatt in ChatGPT einzutippen, dann kommt man vielleicht ein bisschen besser auf den Weg. Aber klar, KI ist nicht mehr wegzudenken. Und ich glaube auch nicht aus dem Musikprozess. Und es ist auch noch nicht ganz, also noch lange nicht zu Ende erzählt. Also das wird noch deutlich weitergehen. Wir hatten gerade über KI gesprochen. Lass uns mal ein bisschen zu ein paar anderen Quatschfragen kommen, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Warte mal. Genau, nee. Also wir hatten gerade so ein bisschen über das Thema KI gesprochen, aber was mich wirklich interessiert eigentlich ist, wenn du Bahn fährst. Wurde dir mal was geklaut? Nee. Nee? Oder hast du mal was verloren? Weil ich bin so ein Schlüssel, ich verliere ständig im Hotelzimmer Ladekabel zum Beispiel oder in der Bahn irgendwie, weil ich Müll rumliegen lassen, aus Versehen. So habe ich ganz dran gedacht einfach. Also ich sag mal so Kleinigkeiten wie Sonnenbrille oder sowas habe ich bestimmt schon verloren. Ja. Aber so die wichtigen Sachen nicht. Und ich bin auch jetzt kein Typ, der oft Bahn fährt tatsächlich, muss ich dazu sagen. Weil DB, Shoutout, ist mein absoluter Endgegner, was meine Frusttoleranz angeht. Ja. Und Dortmunder... Ich habe gerade dieses rote Smiley-Meme im Kopf, so DB. Und halt auch Dortmunder, hier S-Bahn, wie sagt man hier, Metro, ist U-Bahn, genau, und Straßenbahn, ist auch Endgegner für mich, was Geruch und Klientel angeht. Und damit bin ich gar nicht so picky, aber das ist für mich persönlich so ein Ding. Ich laufe oder fahre lieber selber. Okay, krass. E-Scooter oder Auto. Ja, das heißt, du fährst nicht so oft Bahn. Es ist schade, weil ich wollte dich gerade fragen, welche deine Lieblings-Allmanns in der Bahn sind. Aber ich kann dir das bestimmt beantworten. Warte, ich habe die Auswahl aus den Deuter Rucksack Allmanns. Stark. Ich habe die Politikerfamilie Allmanns, die dann sehr pikiert irgendwie über was Katrin letzten Freitag beim Essen gemacht hat, reden. Und ich habe die süßen Rentner Allmanns. Ich glaube, die süßen Rentner-Allmanns sind es, weil ich trage mindestens eine Lage Noise-Cancelling-Kopfhörer, manchmal sogar zwei, wenn es zu laut ist. Also AirPods in Noise-Cancelling-Over. Wirklich? Ja, ich bin ganz empfindlich, was so nervige Geräusche angeht. Vor allem, weil so eine Bahn ja auch gerne mal irgendwie so ein dauerhaftes Geräusch hat, bei irgendeiner Mechanik nicht richtig. Macht das so oder so, ne, so. Ganz schlimm.
Und dann sehe ich halt öfter einfach nur Leute und dann höre ich das Gespräch nicht. Deswegen würde ich sagen, die Rentner sind auch einfach visuell super süß, egal was die reden. Also ich glaube, das wäre mal... Das ist aber der Ultra-Autismus-Lifehack im Doppel-Noise-Canceling. Also ich habe immer dieses so mit AirPods einmal Noise-Canceling drauf, damit ich die Welt um mich herum einfach abschirmen kann und nichts hören muss und so. Aber Doppel-Noise-Canceling ist crazy auf jeden Fall. Ja, geht auch nur, wenn du das zweite Paar Kopfhörer nicht mit deinem Handy koppelst und trotzdem Noise-Canceling anmachen kannst. Das kann nicht jeder Kopfhörer. Ja. Und das kann der aber schon und dann kann ich mich da komplett abschirmen. Hast du das manchmal so, dass du beim Traveln irgendwie so ein komplett random Gespräch mit einer random Person hast? Oder bist du wirklich so abgeschottet, ich will also mit niemandem reden, will hier mein Ding machen, ich bin auf meiner Reise? Es gibt eine Situation, die ich erzählen kann, aber grundsätzlich bin ich, glaube ich, und das ist völlig kontra meiner Personality, aber ich gucke meistens super grumpy, bin dann in meiner eigenen Welt und sehe halt so aus, als hätte ich gerade meine eigene Katze überfahren, aber bin eigentlich hab voll die gute Zeit. So, ich sehe halt einfach so aus, weil ich dann so relaxed face, ist bei mir Resting Bitch Face mäßig. Ja. Das ist dann voll das Ding, deswegen spricht man mich, glaube ich, auch jetzt nicht so random an. Würde ich mal sagen, ich würde mich zumindest nicht selber ansprechen random. Aber es gab mal eine Situation, wo wir in einem Flieger saßen und ich habe einen Song geschrieben, ich glaube, der ist auch schon draußen. Das war für Junkie Kill und Gravedigger ein Remix. Da habe ich die Melodie geschrieben und das war so ein bisschen cool, weil es war so super der schönste Sonnenuntergang, den man aus dem Flieger so sehen kann über den Wolken. Und es saß so neben mir so ein Dude, der war sichtlich einfach nervös. Ist erstmal gefühlt geflogen. Auch nichts dabei, der hat komplett gerawdoggt den Flug so. Und dem hat sich auch nicht mal abgelenkt irgendwie. Ja, hat keinen Kopfhörer mit und gar nichts. Also, ja, okay. Weißt du, was war? Nichts runtergeladen vorher und dann. Ja, nix, der saß einfach da 3 Stunden neben mir. Und auch ein junger Typ, so 18, 19 vielleicht so, ne? Ja. Und dann irgendwann habe ich mir meinen Kopfhörer kurz rausgenommen, weil ich irgendwas besprechen wollte mit der Dame, die mir einen Kaffee verkauft hat oder so, keine Ahnung. Und dann sagte er, was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Und dann habe ich mir das ein bisschen erzählt. Und dann habe ich ihm das auch gezeigt, hatte dann so Bügelkopfhörer, die konnte ich ihm dann einmal rüberreichen und so. Das war ganz, ganz spannend, ganz toll. Und der hat mir dann sogar noch, habe ich gesagt, wenn du willst, kannst du mir auf Instagram schreiben und so, wenn mal was ist und so. Dann ist er mal auch zu einer Show gekommen tatsächlich. Cool. Hat dann aber auch mir dann nochmal geschrieben, dass es nicht ganz seine Musik ist und so. Fair, ist ja auch super nischig. Aber ich fand das irgendwie so witzig, dass er sich dafür so interessiert hat und auch echt authentisch interessiert hat und nicht nur so oberflächlich gefragt hat, aber eigentlich keine echte Antwort wollte. So. Nee, das ist süß. Ich habe das auch manchmal irgendwie, ich weiß nicht, ich habe so ein einladendes Gesicht vielleicht meistens in der Bahn. Ich bin eigentlich immer so, bitte redet nicht mit mir, ich will mit keinem reden. Also ich habe das gegensätzliche Problem eher und dann quatschen mich immer Leute an und dann bin ich zuerst so, ja, nee. Und dann lasse ich mich aber mal rein verquatschen und finde mich dann immer in Gesprächen wieder irgendwie. Deswegen die Frage tatsächlich. Was mich noch interessieren täte, wäre auch noch, ich hatte mal so eine Situation, da war ich beim Auflegen in München und habe gerade gespielt und du kennst es ja, dass du so eine People of Boiler Room mäßige Situation hast, dass so jemand neben dir steht und diese Person hat vielleicht irgendwie schon was ins Wurstbrot gemischt bekommen oder so und ist so ein bisschen irgendwie, ja, so im Modus. Und ich hatte dann so ein Mädchen, die stand neben mir und hat dann die ganze Zeit so, also die hat schon so den Kopf so neben mich beim Auflegen und hat dann so vom Deck so diesen Scratch-Move gemacht und das ist so einfach schon so. Und keine Ahnung, ich muss bei sowas einfach mal hart lachen, weil ich mir denke so, Alter, komm, hab deine Zeit, ist alles spaßig, alles gut von den Games. Und dann gab es aber diesen Moment, wo die so, war die irgendwie 2 Minuten weg und auf einmal tippt mich so jemand an der Schulter an, das ist sie. Und dann hat sie hier so eine kleine Pille und will mir so in den Mund stecken. Und dann war ich so, wow, Bro, Olaf, das geht's nicht. Ja. Also bei aller Liebe. Hast du so eine Situation mal gehabt, dass dich irgendjemand irgendwie mit Drogen beim Auflegen konfrontiert hat oder generell da irgendwie so ein bisschen zu drüber war, zu nah war? Also Drogen begegnen uns ja gefühlt jedes Wochenende ja, klar, aber Komplexen. Deswegen beim Auflegen selber, ich habe mir wieder öfter mal irgendwie ein Jointchen gehalten. Den kann ich aber auch dankend ablehnen. Ich rauche generell nicht, deswegen ist es so wie ein Danke zur Zigarette sagen, da wird sich jetzt auch keiner offended fühlen oder so. Es wäre ein süßer Sharing-Moment, würde ich jetzt gar nicht so sehen. Wenn es jetzt um härtere Drogen geht, da ist es beim Auflegen an sich gar nicht so sehr. Mir wurde mal irgendwie so ein Tütchen hingehalten, so, willst du? So Pulver. Bin auch gar nicht so ein Game, was ist. Ich kann das jetzt nicht erkennen an dem Typ des Pulvers oder irgendein Pulver. Nee, Dankeschön, so höflich abgelehnt. Und dann war es das schon. Aber so lustige oder auch sehr unangenehme Situationen in der Booth habe ich auf jeden Fall auch schon gehabt, die jetzt nicht zwingend im Drogenkontext, also für die Person dann schon Drogenkontext. Was gab es für eine Situation? Also eine wirklich schlimme Sache, das war ganz am Anfang als Perfects-Brand, war auch ein Boiler Room-Setup und dann kam ein Mädel, die hat dann mich von hinten angetanzt und dann auch versucht vorne, die hat so eine Jogginghose an wie du, oder so eine ähnliche so eine Adidas-Jogginghose an, die hat da versucht vorne in den Bund dann die Hand so reinzustecken, war schon
beim Auflegen. Zum Beispiel sind mäßig tief drin, halb am Hosenbund. Und dann, ja, das war super schlimm. Also sie war halt auch, die muss auf allen Filmen gewesen sein, die es gibt. Völlig hemmungslos so. Auch schon sich vorher die ganze Zeit so ganz komisch an mir so in Anführungszeichen gerieben. Aber auch sehr eng alles beengt schon. Das waren sehr viele packed Floor. Alles war sehr eng, aber sie war halt brutal nah die ganze Zeit. Und irgendwann ging es halt dann so, ich sag mal so ein bisschen, wie man das aus so 90er R&B, 2000er Filmvideo, so Musikvideos kennt. So ein bisschen so versucht, diesen Dance-Dings zu machen. Ja, todesunangenehm. Ich finde sowas generell unangenehm, weil das ist ja auch so, weißt du, was er so sagt, halt mal Hallo oder ja, red oder keine Ahnung. Ich finde es so generell komisch, wenn Leute so, die ich nicht kenne, die auf immer so direkt touchy sind. Das ist zu viel. Touchy ist erstmal, aber dann halt auch irgendwie diese sexuelle Übergriffigkeit oder so, ne? Dann, wenn man den Spieß umdrehen würde, wenn jetzt ein Mensch meines Kalibers männlich mit einem Female Artist gemacht hätte, wäre es natürlich noch viel schlimmer gewesen. Ja. Was ich in dem Moment schlimm fand, ich habe dann sogar die Mucke runtergezogen und um Hilfe gebeten. Und sie hat im Moment reagiert. Richtig. Es hat dann reagiert. Geiler Move. Und dann hat sie tatsächlich irgendwann den Ellbogen bekommen beim Auflegen. Also ich habe dann so getanzt, habe dann mir mal einfach so ein bisschen Platz verschafft. Ja. Und den habe ich dann nicht so sanft in ihre Richtung bewegt, weil es war dann wirklich zu viel. Es war immer nah dran und immer zack. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay. Und tatsächlich mein Kollege, der dann nach oder vor mir gespielt hat, der hat mir dann exakt dasselbe erzählt. Der war gar nicht der Einzige. Er war aber spricht auch kein Deutsch und der war dann auch zu people-pleasing in dem Moment, so ein bisschen zu nicht für sich selber einstehend genug und hat das dann einfach in Anführungszeichen über sich geschehen lassen. Und war dann hinterher auch echt geschockt so, und das fand ich eigentlich schlimm. Ich bin da auch tatsächlich so, dass ich eine Weile zu people-pleasing bin und mir denke so peinlich berührt im wahrsten Sinne des Wortes. Lass mal sein irgendwie. Also ich bräuchte, glaube ich, eine Weile, bis dann der Ellenbogen bei mir ausfährt. Ja, ich würde geboxt in dem Sinne. Ich dann auch irgendwann, aber klar, irgendwann ist es dann zu weit. Ich habe mir einfach so Platz selber gemacht. Ne? Dann kannst du dann dann habe ich halt ein bisschen zack. Und dann sind die auch ein bisschen abgedrückt. Für mich ist es immer so ein bisschen so, also mittlerweile bin ich da halt nicht mehr so so ein Bambi. Also ich bin nicht so ein konfliktscheues Reh, sondern ich denke mir dann schon so, ich sag, ey, nee, geht nicht. Ich weiß nicht, ich hatte auch mal so eine Situation, da habe ich in Frankreich gespielt, in Paris. Und da stand am Anfang vom Set direkt so ein Dude und war so, yo, natürlich auf Französisch stand die ganze Zeit, er hat schon seinen Stick in der Hand gehabt und war so, ich weiß, du spielst jetzt so, aber hättest du Bock, dass ich auch so einen Track mit reinspiele oder so? Und ich denke so, nö, nee, also du, ganz im Ernst, mir ist eigentlich alles Wumpe, so, aber das geht halt nicht. Also ganz im Ernst, so, das funktioniert halt nicht, sondern wie stellst du dir das vor? Und den haben wir so, und dann irgendwann stand er mitten im Set da und hat auf einmal einfach seinen Stick reingesteckt und hat dann schon nach dem Track gesucht. Und dann war ich so, Digga, jetzt verpiss dich mal. Also, das geht doch nicht. Weil ich finde das immer wieder krass, ich meine, Leute, ich bin überhaupt nicht so, dass ich mir denke, ich brauche hier mich zum Arbeiten und so weiter. Ich bin sogar noch viel zu einladend, dass ich mir denke, so selbst wenn ich mich jetzt hier irgendwie geniere oder so, weil mir das too much ist es mein Auftrag, dass ihr jetzt hier Spaß habt und ihr gehört dazu. Deswegen macht es mal irgendwie. Aber ich finde, man trifft so oft auf Leute, wo man sich denkt, so, ey, das kann doch nicht sein, dass du jetzt so gar kein Empfinden dafür hast, dass ich auch ein Mensch bin, der hier steht. Das ist so, ich glaube, in allen Lebensbereichen findet man Menschen, wo man sich fragt, so, okay, seid ihr die ersten 20 Jahre eures Lebens mit Scheuklappen aufgewachsen oder was ist los so? Das ist, glaube ich, auch so ein Kandidat mit dem Stick einfach. Das ist schon schwer unangenehm. Mein Glück heutzutage ist, dass ich echt ein super Awareness oder Awareness Team habe, was mich begleitet in der Regel. Die dann auch einfach das sehen würden, wenn ich Probleme habe. Also da kann ich mich dann auch in die Richtung hinblicken und wenn der Blick von mir kommt, wissen die, es ist irgendwas und dann kommen die und helfen mir und da würde dann auch sofort, wenn eine Person sich unangenehm verhalten würde die Person sofort identifiziert und auch recht schnell entfernt und halt auch irgendwie ab ein gewisses Stage oder auch Promoter-Sizing ist es dann halt auch irgendwie, dass sie mittlerweile das gute Stage-Management haben und eine Clear-Stage-Policy und so, dann passiert es mir in der Regel eigentlich nicht mehr so viel. Aber ja, so mittlerweile sind es halt die Leute, die an den Decks stehen, selber, die dann für die Aufreger sorgen. Das ist schon crazy. Dürfst du eigentlich selber noch feiern? Privat? Also außerhalb der Gigs? Ich war auch vorher Fan der Feiermaus. Also ich kam ja zu elektronischer Musik, indem ich vorher Musik produziert habe. Ich muss halt sagen, ich bin sehr früh von zu Hause ausgezogen und musste sehr früh viel arbeiten und dann Schule noch zu Ende. Ich habe im Abi ausgezogen, musste halt unter der Woche immer zur Schule, Wochenende durchknüppeln und so. Deswegen kam ich nie in dieses Privileg von Freiheit, dass ich jetzt feiern gehen konnte mal eben oder mich auch in so eine Szene reinbabbeln konnte. Ich gehe auch relativ ungerne die Wochenende, die dann mal frei sind, würde ich mich jetzt nicht freiwillig dann nochmal in einen Club bewegen. Es sei denn, machst du stattdessen? Ich bin super gern zu Hause einfach. Ja. Also ich bin echt richtig gern zu Hause und ich habe auch durch mein Talent oder Untalent organisiert zu sein, auch immer echt viel zu tun, wenn ich Zeit habe.
Sei es jetzt Paperwork, Steuern, Mucke machen, Deadlines halten, was auch immer. Projekte, die wir haben, irgendwie durchorganisieren, das fällt dann auch auf so freie Wochenenden, dass man das gerne macht. Aber was ist das, wo du entspannst? Wo du sagst jetzt, außer im Urlaub fahren, das gilt jetzt auf jeden Fall nicht als Antwort, weil das... Ich koche super gerne und gehe auch super gerne essen, esse super gerne, beschäftige mich damit. Ich zocke auch ganz gerne einfach mal eine Runde irgendwas. Bares für Rares ist für mich so ein Guilty Pleasure. Ich gucke fast jede Folge. Wie heißt die? Ingeborg Heidebach, Ingemann Zabel oder so, irgendwie sowas. Heidere, Riedmar Zabel oder so. Ja. Shoutout. Ja, Legende Horst und so. Das ist halt so ein Guilty Pleasure, wo ich mich komplett in so eine Comfortzone runterfahren kann. Ich finde das auch super interessant. Ich finde Geschichte interessant. Ich finde Dinge interessant, so Trödel. Das finde ich super spannend. Ist natürlich auch so ein urdeutsches Ding jetzt. Bares für Wahres. Kriegt man, glaube ich. Ist es, aber ist auch einfach nice. Also, ja, voll. Also ich kenne, glaube ich, jede Folge mittlerweile. Und das gucke ich auch nach, wenn ich die Zeit habe. Was liegt bei dir zu Hause rum, was du mitbringen könntest zu Bares für Wahres? Ich habe eine Bibel von 1858, so ein Druck. Krass. Ein Handdruck. Aber nur ein paar Kapitel, ein paar, wie heißt das, Testen? Ein paar Testamenten, ein paar Bücher. Ja, doch. Ein paar Bücher. Ja, also es ist keine volle Bibel, weil es auch so ein Schinken ist. Viel größere Buchstaben hat. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Oder irgendein Trödelscheiß, den er immer irgendwie gefunden hat. So. Apropos Trödelscheiß, du hattest ja auch den Auftrag, wie alle unsere Gäste, ein Geschenk mitzubringen. Hast du ein Geschenk mitgebracht? Ich habe mich tatsächlich eiskalt erwischt, weil ich natürlich wieder nicht mehr gemerkt habe, dass mein Geschenk mitbringt. Da hast du mir daran erinnert und dann war ich so, scheiße, ein Geschenk für den Podcast. Ja. Und dann kann man ja jetzt erzählen, ich hatte 100 Ideen und alle davon waren blöd, dann habe ich noch eine andere Idee gehabt. Ich habe mittlerweile jetzt mich entschieden, etwas für etwas. Ja. Sind aber 2 Sachen. Okay. Weil ich mich dann nicht entscheiden konnte, was das geht dann nicht, nein. Das geht, dann lieber keins. Also es gibt eins, das ist etwas, wenn du dann... Er zieht jetzt hier nur kurz für den Podcast, er zieht jetzt aus seiner Bauchtasche einfach total filthy 2 Sachen raus. Ja, es gibt einmal eine Sache, die ist wahrscheinlich etwas, was du haben wolltest. Blaue und rote Pille. Ja. Einmal was eher was für dich ist. Das ist etwas, was mich jeden Tag auf Tour und auch privat begleitet. Vielleicht willst du raten, was es ist? Ein Kissen, ein aufblasbares Kissen. Das war die Antwort, die ich mir selber gegeben habe. Das wahrscheinlich als Antwort kommt. Ein Sitzkringel. Nee, das ist einmal das hier. Ist jetzt auch schön warm. Das ist ein kleiner Handwärmer. Ui, das ist Nee, warte, was ist das? Das ist jetzt so warm, weil ich dir gegeben habe. Das ist, warte mal, da kann man sein Handy reintun. Das kannst du überall dran klemmen. Da kann man sein Handy reintun und Film gucken. Geil. Kannst du überall jedem Flugzeug... Ja, das hat mir im Flieger immer gefehlt. Oder auch in der Bahn, weil die Scheiße immer so runterrutscht. Und dann bin ich ja mal mit seiner Colaflasche. Ja, geil. Kannst an jedem Gedöns kannst du es festklemmen. Boah, krass. Und dann kannst du nice. das Handy reinballern. Das ist, geil, vielen Dank. Seit Jahren der treueste Begleiter, so ein Ding. Du hast aber noch einen. Ja. Geil. Nice. Das ist so was ich verloren habe in meiner Bahn. Ich wollte es nur gerade nicht erwähnen, weil ich mit dem Geschenk nicht vorweggreifen wollte. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Wicked Chili. Jetzt machen wir kostenlos Werbung. Genau. So. Nee, ey, geil. Vielen Dank. Das ist tatsächlich ein Problem, was ich wirklich oft in der Bahn habe. Und im Flugzeug. Das ist halt jetzt auch kein teurer Artikel, aber es ist halt so ein Gimmick, was dir das Leben so erleichtert. Absolut. Und es ist so klein und foldable. Und ich benutze es sogar im Hotel, wenn ich pennen will und ich gucke noch irgendwas an, Bares für Wahres zum Beispiel. Und dann hast du ja keinen Ständer, um das irgendwie einzuhängen, dann das an den Nachttisch. Und dann sehr, sehr geil. Die reinklemmen. Ja, ich bin so ein Typ, ich baue mir dann immer so, ich lege mich auf die Seite und nehme dann mein MacBook und kipp das dann auch so auf die Seite. Ja. Aber dann so perfekt mit so einer Kissenburg, mit so einer Deckenburg, dass ich dann so liegen kann, wirklich wie so ein Fötus. Nee, ey, super cool, vielen, vielen Dank. Ja, nice. MacBook ist mal zur Hälfte für den Raum dann meistens. Und dann, ja, fairer Punkt. So ein Handy-Bildschirm ein bisschen kleiner und dunkler. Genau, das andere ist etwas, was ich ganz interessant fand. Erstmal, weil wir ja irgendwie im Techno sind und ich finde Brutalismus und Architektur ganz spannend. Das ist wahrscheinlich eher was für deine Gäste, wenn die mal sich nicht wissen zu beschäftigen. Ja. Nein, wie cool. Ey, geil. Also in diese Kamera. Das ist ein Brutalismus-Quartett. Genau. Mit Gebäuden. Sehr, sehr geil. Genau, ich finde das generell Brutalismus und passt zu Berlin auf jeden Fall. Berlin, genau, und aber auch zur Musik irgendwie, ne? Sehr, sehr nice. Ich weiß noch, wir haben uns das erste Mal in Madrid getroffen. Ja. Wo wir beide bei der kleinen Schwester von Blackworks gespielt haben. Hyperlink, genau. Und da weiß ich noch ganz genau, da sind wir an einem Gebäude vorbeigefahren. Du konntest da schon sagen, was das für ein Gebäude war. Das ist das Gebäude direkt neben dem Hotel, wo wir waren. Genau, dieses brutalistische Gebäude. Das ist auch das Ding, wo jeder Artist immer Fotos vormacht in Madrid. Das ist neben dem Hotel Puerto Americano, heißt es, glaube ich. Das ist ein Gebäude, was es schon urlange gibt in Madrid. Aber da ist vor allem meine Agentur, Analog Art, da die Headquarter drin. Hier, ich überlege gerade. Hier ist es sogar, oder? Ist es das hier?
Ja, hier, da an der Kamera, hier sieht man es. Das ist das Gebäude, wo Lukas und ich, Perplex und ich uns zum ersten Mal getroffen haben. Jawohl. So ungefähr. Ey, sau cool. Vielen, vielen Dank. Das sind wirklich sehr nice Geschenke. Wir werden nachher in der Pause auf jeden Fall ein bisschen Quartett spielen. Ich habe tatsächlich auch noch ein Späti-Quartett zu Hause mit Spätis aus Berlin. Das ist auch ganz cool. Nee, super, super nice. Wow. Zur lustigen Geschichte, bevor ich das Brutalismus-Quartett entdeckt habe, gab es noch ein Seuchen-Quartett. Rauschstift-Quartett. Stark. Das wäre auch was für mich gewesen. Ja, ziemlich witzig. Noch über was anderes komme ich gar nicht mehr drauf. Ich sehe hier gerade, es gibt noch das Tyrannen-Quartett. Achso, und es gibt... Da ist so Putin und Mao Zedong und sowas. Es gab aber auch die neue Auflage vom solchen Quartett, jetzt mit Covid-19-Karte. Und das stand extra vorne als Werbung drauf. Ja, stark. Gut. Sehr stark. Ey, sehr, sehr geil. Auch wahnsinnig interessant und spannend tatsächlich. Ja, ich fand das jetzt halt irgendwie cool, weil es nicht nur ein lustiges Gimmick ist, sondern weil wir ja wirklich auch über Architektur lange reden konnten schon. Und ich bin generell architektonisch super interessiert durch den Job allein, den ich vorher gemacht habe und gelernt habe. Und also weil wir auch immer wieder die Fantasie haben. Auch schönes Bucketlisting irgendwie so zu gucken, welche von diesen Gebäuden hat man alle schon gesehen. Und ja, oder vielleicht auch mal, wenn du nicht weißt, wenn du in einer Stadt bist, was gibt's da vielleicht, ne? So. Ja. Und halt auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so dieses Meme auch, man fährt an einem coolen Gebäude vorbei und dann so, boah, hier ein Rave. Ja. Oder dieser surrealistische... Ja, das habe ich immer, wenn ich durch Ostberlin fahre, irgendwie zum Möbelmarkt, dann gibt es da ganz viele alte, kaputte Platten und so weiter, denken sich alle, hier... Oder hier einen Club rausmachen oder so, ne? Das ist da trifft man halt mit diesem ganzen Brutalismus-Gedöns halt die ganze Stilistik und Architektur, trifft man halt richtig den Nerv. Ganz gut. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Für mich noch so interessant, ich will immer wissen, was haben die Leute auf dem Rider stehen? Und deswegen frage ich dich auch so, hast du irgendwas Besonderes auf dem Rider? Meistens kommt immer diese total langweilige Antwort, Wasser und Wodka. Also Tech oder Hospitality Rider? Nee, Hospitality, Tech Rider ist so, ja, aber Hospitality Rider ist natürlich interessant, ob da irgendwas Weirdes draufsteht. Boah, gar nicht. Ich finde super langweilig. Ich habe 4 Red Bull zuckerfrei. Ja. Eigentlich Gin und Tonic. Also Hendrix Gin und dann Tonic Water. Bin aber jetzt aufgrund eines super random Facts, den ich irgendwo gelesen habe, dazu übergegangen, auf Alkohol zu verzichten, weitestgehend. Deswegen habe ich den jetzt runtergenommen vom Rider. Das ist der random Fact. Wie viel, wenn Alkohol... ungesund, ne? Ja. Wenn Alkohol heute als neuer Stoff entdeckt würde und es würde darum gehen, ob er für die Menschheit zugelassen wird. Dann wäre er auf derselben Ebene wie Heroin. Dann ist die Frage, was wäre dann die Maximaldosis, die man als Mensch pro Jahr zu sich nehmen darf? Ah, okay. Kommst du drauf? Willst du raten? Ich würde raten. Ich darf jetzt nicht sagen, wie gut ich im Schätzen bin, weil sonst jinx ich mich selbst. Ich würde schätzen, die Maximalmenge im Jahr, die man davon nehmen darf. Als Durchschnittsmensch. Ich würde sagen, so roundabout, dass man vielleicht ein Bier im Monat trinken sollte. Halbes Glas Rotwein. Im Jahr. Krass. Der Alkoholgehalt da drin. Also nicht die Menge Alkohol, sondern der Alkoholgehalt von einem halben Glas Rotwein. Das ist crazy. Und alles andere ist pures Gift. Und das hat mich jetzt, ohne jetzt den Leuten den Alkohol zu verderben und das Bierchen den Leuten wieder... Drogen sind schlecht, okay. Genau. Dass sie sich ihr Bier zurück ins Glas kippen. Das hat mir einfach nur so irgendwie gedacht, boah krass. Ja. Irgendwie. Und ich habe mir halt schon gern 2, 3, 4 Gins reingebechert am Wochenende. Ja. Das war dann ganz lustig. Ja, ich habe auch dazu meine Eigenstudie gemacht in den letzten 10 Jahren und dann auch für mich herausgefunden, dass es eigentlich gar nicht so gesund ist tatsächlich. Ne? Gar nicht so gesund und dann wird auch einfach nicht jünger. Und ich habe sowieso schon mal Sozialkater nach dem Wochenende. Ja. So, und dann muss ich jetzt nicht noch einen echten Kater mehr selber künstlich oder. Aber du hast sowas wie so ein also dass die soziale Batterie dann leer ist und dann am nächsten Tag wirklich. Also Lieblingsbeschäftigung am Montagmorgen ist mein eigenes Maul halten und nicht reden müssen. So, okay. Ist super geil. Nicht, weil die Leute mich alle abfacken, sondern einfach, weil ich bin quasi. Ja, weil man so leer ist. Ja, und ich quassel halt einfach auch gerne und viel, aber das kostet mich auch super viel Power und dann merke ich es gar nicht in dem Moment und dann komme ich immer nach Hause und die Situation fällt runter und ich sitze dann und denke mir so, das hatte ich jetzt gerade Abi-Klausur geschrieben oder Uni-Klausur geschrieben, so richtig so fertig. Ja. Und dann freue ich mich, wenn ich einfach rechargen kann. Ja, check ich. Also hast du so Ritualien, um irgendwie nach dem Gig runterzukommen? Oder ist es eher so dieses, man ist das ganze Wochenende irgendwie unterbewusst so halbwegs auf Zack, auf Sendung an, auch wenn man schläft, man ist immer so das Tag und dann kommst du am Montag erst so. Ich bin eigentlich relativ entspannt. Ich brauche gar kein Ritual, um mich hochzuhypen oder runterzuhypen. Ich bin auch nie nervös vor einem Gig. Psycho. 50 oder 14.000 Leute, ist egal. Weil das wirklich ist wie mein Kinderzimmer. Ich kann da wirklich vor die Wand spielen und das ist für mich dann
Geschenk und Fluch zugleich, weil ich dann halt auch einfach dann oftmals auch irgendwie Killefit mache an den Decks, weil es mir einfach dann so gut geht, dass ich einfach dann lustige Sachen mache, die vielleicht dann in dem Moment nicht gut funktionieren und dann ist es ein Fail. Oder ich mache den falschen Player aus oder so. Das ist alles schon passiert. Aber ist jetzt nicht so, dass ich danach dann super gepumpt bin und dann mich irgendwie unterbringen muss. Aber das ist eine wahnsinnige Superkraft, finde ich. Also, dass du dieses so, kein Lampenfieber, kein hinterher überdreht sein oder so, sondern dass du dich da relativ gut nicht mal einpegeln musst, sondern einfach das so passiert. Ja, voll. Ich bin aber auch ein sehr mantra-strukturierter Mensch. So, ich habe mein Mantra, ich lese die Decks von links nach rechts. Ich weiß ganz genau, welcher Knopf wo sein muss. Das mache ich immer alles gleich. Also seitdem ich erstmal vor der Deck stehe, weiß ich, was Probleme sein können. Ich kenne alle Schwachstellen, dann gucke ich mir die an und dann weiß ich auch schon, mein Tech Rider ist erfüllt. Dann gehe ich das alles durch und dann bin ich auch so innerlich beruhigt. Wenn das halt passt, dann der einzige Problem wäre, dass der Stick nicht gelesen geht. Und das passiert mir auch nicht. Also, bist du irgendwie spirituell oder just a chill guy? Just a chill guy, gar nicht spirituell. Ich bin als Kind mit Religion sehr intensiv in Berührung gekommen. Meine Eltern haben mich da forciert, sonntags und dienstags in die Kinderstunde, Bibelstunde und ganz viel Zeit draufgegangen für nix. Ja. Spiritualität habe ich da gar nicht in dem Sinne. Also ich glaube an eine gute Kick und nicht an Übersinnliches. Alles stark, sehr gut. Cool. Was geht am Wochenende? Beziehungsweise, nee, anders. Was geht in 26? Also wir sind ja am Anfang des Jahres, deswegen kann man ruhig mal fragen, so, was sind so für spannende Projekte geplant in nächster Zeit? Jetzt vor allem mit dem Change so, oder der Change ist ja nicht mehr so frisch, aber wo geht's hin? Es ist vor allem, ich muss hier vielleicht auch nochmal korrigieren, kein Change, sondern einfach Diversität zeigen. Also wir haben auch jetzt in Rotterdam mal ein Set gespielt, das war dann Classic 2022 Hard Techno. Ja. Genauso auch gelabelt, die Party. Dann spielt man natürlich auch dafür den Sound. So, das habe ich super gerne gemacht, hat super viel Spaß gemacht. Deswegen, ich zeige mehr Diversität, mehr Tiefe, bin greifbarer. 2026 ist ein Jahr, was viel hat schon an Planung, aber auch noch viel offen ist. Es ist anders als andere Jahre, wo wir das ganze Jahr schon genau wussten, in dem Monat sind wir da und da, ist generell die ganze Szene viel langsamer und viel vorsichtiger, was Bookings angeht in Zukunft. Deswegen ist das einfach spannend gerade, dass wir da immer noch ein bisschen schauen, wo die Reise hingeht für uns in 2026. Eigene Projekte, die wir machen, persönlich als Perplex-Brand, kommt ein Album im März, auch geknüpft an eine Album-Release-Tour in einem Kontinent, wo ich noch nicht war. Ist noch nicht announced, deswegen will ich jetzt noch nicht so super tief drauf reingehen. Okay. Sonst hätte ich jetzt gefragt, aber okay. Also für alle Leute, die ein bisschen sich auskennen, der Visumsprozess ist ein Pain und scheiße teuer. Ja, dann kommen die meisten wahrscheinlich schon drauf. Ich hab eine roughe Idee gerade. Genau, das ist halt für mich auch super aufregend, weil auch generell die politische Situation vor Ort spannend ist. Optimistisch kann man so sagen, das ist spannend auf jeden Fall. Kam vielleicht das eine oder andere mal vor in den Nachrichten. Und wenn ihr jetzt nicht drauf gekommen seid, schreibt es uns in die Kommentare. Genau. Spaß. Dann bildet euch politisch und nein, und die Tour wird halt auch cool, direkt 10 Shows. Und das ist halt super spannend. Album Release Tour ist auch so ein Ding, was ich noch nicht gemacht habe. Wir haben ein super cooles CI. Ich habe ein super cooles Team dabei, die mir da auch einfach helfen, dass ich videografisch Assets irgendwie cool umsetzen kann. Das ist einmal das eine, was jetzt kommt. Das ist jetzt super spannend und das ist jetzt auch gefühlt übermorgen. März ist ja schon 2-mal schlafen, ist gefühlt schon März. Deswegen ist es gerade so auf Hochtouren im Hintergrund, dass das ganze Ding vorbereitet ist. Macht super viel Spaß und ist aber auch echt anstrengend. Und auf die Frage, die du eigentlich stellen wolltest vorher, was jetzt am Wochenende geht, das geht. Ich habe frei am Wochenende. Bewusst eigentlich wollten wir den Januar, Februar komplett aufnehmen. Haben wir ein paar Sachen angenommen, weil die einfach ziemlich cool waren oder ich weiß auch, gerne mache. Genau, das Album und die ganzen Sachen vorbereiten dafür. Das ist jetzt so das Main-Ding. Und wir haben jetzt gelauncht, in 2025 quasi das erste Mal mit Hum das neue Projekt Rift. Das ist eine Plattform auf YouTube und auf Instagram, Social Media, wo wir quasi in uniken Spots, Stichwort Brutalismus, Warehouses, alte Industrieanlagen, YouTube-Sets produzieren in einer quasi Top-Qualität mit einem gut kuratierten Artist und Setting und ja, einfach auch viel artistisch, auch visuell so, nicht, dass wir Visuals bauen, sondern gut ausgeleuchtet mit einer coolen Nebelmaschine, ein bisschen Haze, richtige Sonnenuntergangslicht vielleicht irgendwie reinbauen und so. Haben ein super cooles Team, die aus den Nerds, den Videografen, Katja, Fabi und Dennis, die das da zusammen machen. Dann der Nerd an meiner Seite, der so ein bisschen musikalisch kurativ da mit dabei ist. Sehr cool. Dann aber auch mein Booker Markus und sein Bruder Nico, die da mit ihrer ganzen Power und Network und allem dahinter stecken. Das machen wir alles zusammen, um ja irgendwie
diesem Projekt da die nötige Orga zu geben. Wird dann so ein bisschen, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wie Cercle. Also so Ja, früher die ganzen Sachen auf YouTube, ne? Genau, nur ein bisschen weniger, also Circle war ja doch recht viel Natur, recht viel Drohnen. Ja, genau. So. Das wollen wir jetzt nicht so machen, nicht so drony, sage ich jetzt mal, um es zu beschreiben. Aber ein ähnliches Format. Ähnliches Format, ähnlich auch aufwendig, nenne ich jetzt mal, ähnlich qualitativ. Was wir, das ist ein cooles Alleinstellungsmerkmal, wir haben eine Förderung tatsächlich von der Stadt Dortmund, wo ich herkomme. Gar nicht jetzt monetär gemeint oder so, sondern die geben uns, weil die das unterstützen, Kunst und Kultur, was wir machen möchten. Und wir haben halt auch den Anspruch, das Ruhrgebiet, was für viele einfach nur ähnlich wie der Charme in Berlin auch grau und grau. Viele Leute sagen, das ist ja nicht schön. Wenn man da wohnt, findet man es irgendwie ganz geil. Ja. So rough und urban. Und da kriegen wir jetzt Access zu alten Warehouses von alte Kohlestädten, Förderstätten. Das ist dann das Hauptproblem bei solchen Nummern, so wirklich da reinzukommen und nicht irgendwie über den Zaun zu steigen müssen Genau. und sowas. Und da halt auch jetzt, ich sag mal, wenn es so Kontakte sind, die wir bekommen, da haben wir jetzt natürlich echt coole Locations und Möglichkeiten. Am 8.2. machen wir jetzt das nächste. Das ist für uns halt super cool, weil die Stadt da super Bock hat. So, die Stadt Dortmund, die habe ich natürlich auch damit gekriegt, weil ich gesagt habe, ey, wir sind mehr als nur BVB und Dortmunder Bier so. Und wir sind auch irgendwie clubkulturell und irgendwie am Start und haben irgendwie auch viele Möglichkeiten da mehr noch auf die Karte zu bringen, als nur die großen Festivals, die dann vielleicht mal in den Westfalenhallen bei uns sind. Und das ist super wichtig, auch für die Stadt, auch fürs Marketing, die sind da super begeistert. Und das ist wahnsinnig wertvoll, wenn man halt so Hand in Hand eben mit dem, wie sagt man, der Kommune arbeiten kann. Und das funktioniert. Ich kriege gerade schon so langsam das Signal aus der Redaktion, da wird schon mit den Köpfen genickt, dass wir hier zum Ende kommen wegen der Kamera. Deswegen moderiere ich die Nummer jetzt. Nee, warte mal, wir haben noch einen Track der Woche, den müssen wir noch durchballern. ja. Das müssen wir noch machen. Da geht der Daumen nach oben. Da hinten, das ist gut. Unabhängig davon wünsche ich dir viel Erfolg und viel Glück erstmal bei dem Projekt. So, das klingt richtig spannend. Bin gespannt, was da zu sehen gibt. Aber jetzt lass uns noch zum Track der Woche kommen. Was hast du denn mitgebracht, mein Lieber? Ist ein Track, der sich auch soundwise so ein bisschen dahin bewegt, wie meine Sets momentan sind, groovig und schranzig. So, also gar nicht jetzt zu schneller 160 BPM Schranz, eher so 155, 52 BPM. So die Richtung, die einfach mit mehr Groove arbeitet und nicht nur Donner und undynamisch laut. Und da finde ich, ist ich weiß gar nicht genau, wie alt er ist, aber ich würde sagen, noch relativ jung, Producer hier aus Deutschland, heißt Vengeance als Artist. Und hat, glaube ich, so eine ganze EP jetzt gerade released, ich glaube, Anfang der Woche oder so, oder Ende letzter Woche, Hyperdimension. Und auch der Track Hyperdimension. Ja. Und der ist halt vom Arrangement, von den Vocals, von den Vocal Chops, die so in so schranzklassisch sind, hat genug Dynamik, dass er mir irgendwie noch Bock macht. Der ist was für aufs Maul Techno, aber auch gleichzeitig was für die Hüfte, dass man tanzen möchte und so. Das macht mir richtig Bock, den zu hören, ihn zu zocken und von Vengeance Hyperdimension. Nice. Check den aus. Ich habe auch einen Track der Woche mitgebracht und zwar von Too Late oder auch Blade, also Too Late geschrieben, aber Blade heißt er ausgesprochen, und Drunken Masters. Blood Rave. Und zwar ist das richtig guter Techno-Rap, kann man sagen. Blade sieht auch genauso aus wie Blade sozusagen, thematisiert auch das Thema Blood Rave. Sehr, sehr geiler Track, der macht einfach Laune, der bockt sich. Und auch diese Acid-Line ist halt einfach so legendary, die zündet immer. Gebt euch den Track. Ansonsten bleibt mir eigentlich nicht mehr zu sagen, außer Danke. Danke an euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte sehr viel Spaß bei dieser Folge. Ich auch, danke schön. Mega gebockt, sehr geiler Talk. Danke auch wieder an die Produktion, an das Team. Danke an die alte Münze, in der wir heute hier waren, die uns diesmal gehostet hat. Vielleicht gehen wir jetzt langsam mal so ein bisschen auf Clubtour in Deutschland und überall mit diesem Podcast und gucken mal, wo es uns noch hin verschlägt. Hast du noch letzte Worte? Ich bedanke mich für die Einladung. Wir haben ja lange daran gearbeitet, dass es endlich auch zeitlich mal klappt und so es funktioniert. Danke für die Möglichkeit zu sprechen und auch meine Projekte vorzustellen. Und ich bin immer gerne Hörer und freue mich jetzt auch mal dabei gewesen zu sein. Vielen Dank. Sehr cool. Sehr, sehr gern. Na dann, ihr wisst, liken, teilen, supporten, kommentieren. Nur das bringt uns weiter. Vielen Dank an euch alle und bis zum nächsten Mal. Ne? Wieder schauen und reingehauen. Tschüss. Macht's gut. Hallo! Wenn ihr diese Folge gerne gehört habt, dann habt ihr die Chance, noch mehr von uns zu erfahren, zu hören, zu sehen, zu fühlen, zu schmecken und zu riechen. Auf diesem Kanal hier. Hier, da drüben, da oben oder auch da.
Genau, Je und hier nachdem. unten ist der Abonnieren-Button und es würde uns natürlich sehr viel weiterhelfen, wenn ihr diesen betätigen würdet. Soweit ich weiß, muss dieser Abspann mindestens 30 Sekunden Sekunden gehen. sein. Daher reden wir. Ja. Mehrere Wörter. Oder schweigen.